Wenn jetzt ein Veränderungsprozess startet, bekomme ich einen Impuls von außen und dann ist es eben, kommt es darauf an, wie ich darauf reagiere, je nachdem, was in meinem Speicher schon als Erfahrungen abgespeichert sind. Ja. Das heißt, wenn da viel Negativerfahrungen jetzt schon abgespeichert sind, die mit der Veränderung von außen getriggert werden, dann bin ich genau in diesem Film drin, dass ich vielleicht eher, ich sage jetzt mal wieder, eine Mauer baue. Oder wenn ich jetzt hier freie Bahn habe und vielleicht auch die Chancen sehe in der Veränderung, dann bin ich derjenige, der sagt, okay, ich nutze das jetzt für mein Leben. Dieses in Bewegung kommen ist ja das, was uns gerade in der Stress und in der Angst nicht mehr möglich ist. Wir sind einfach wie erstarrt, also auch unser Gehirn ist erstarrt. Und dann zu sagen, ich gehe jetzt raus, ich mache Sport, ich mache etwas anderes als das, was ich sonst tue oder das, was mir letztendlich gut tut, bringt uns buchstäblich in einen anderen Mindset, wo wieder ein neuer Schritt möglich ist. Das, was wir machen wollen in diesen Prozessen, ist, in einen neuen Schritt zu kommen, etwas Neues auch auszuprobieren. Das Erste, was ich mache, ist Anerkennung, dass es so ist. Das war mein Game Changer damals, als ich eine meiner heftigsten Prozesse durchlebt habe. Anerkennen, es ist so. Das ist der Start von allem. Bevor wir weitergehen können. Im heutigen Podcast geht es um das Thema Veränderung. Und tatsächlich hat mir gestern ein guter Freund am Telefon einen schönen Spruch dazu gesagt. Den würde ich als Einstieg nehmen. Und zwar, wenn der Wind der Veränderung weht, dann bauen manche Mauern und manche Windmühlen. Andrea, du bist Neurowissenschaftlerin. Kannst du mir sagen, was passiert im Gehirn genau bei dieser Sache? Warum reagieren Menschen so unterschiedlich auf das Thema Veränderung? Ja, ich glaube, erstmal müssen wir auch ein bisschen unterscheiden, ob wir sagen, es geht um Veränderungen. Das ist ja etwas, was wir so definieren würden als eine kurze Anpassung, ja, eine Neuausrichtung, vielleicht ein bisschen auch was umstrukturieren in uns, oder ob es um ganz große Transformationsprozesse geht. Das sind Dinge, wo es wirklich um Kulturänderungen geht, wo wirklich komplett neue Dinge hochkommen. Also das, was wir auch gerade, finde ich, besonders in der Welt aktuell erleben, das sind keine Veränderungsprozesse mehr, das sind eigentlich Transformationen. Und im Menschen, würde ich sagen, läuft es schon gleich ab, ja, aber die Auswirkungen sind ganz unterschiedlich. Und es gibt so Phasen, durch die man durchläuft, wenn man in Veränderungen ist. Und ich vergleiche das immer ganz schön mit, man kann sich gut vorstellen, wir sind irgendwo schön eingezogen oder wir leben in einem Haus, ja, oder in einer schönen Wohnung, es ist alles super gemütlich und alles schön eingerichtet. Und plötzlich kommt etwas von außen auf uns zu, wir bekommen die Kündigung und müssen plötzlich, kommt von heute auf morgen in etwas anderes hineingehen. Das heißt, das Ganze wird eigentlich durch wie so ein Ende eingeleitet, aber man hat das Neue überhaupt noch nicht im Griff. Und das ist, glaube ich, auch so dieses Unterschied zwischen Veränderung und Transformation. Wir können das Veränderung auch ein bisschen selbst steuern und es ist nicht ganz so stark im Ausmaß. Und was bedeutet das dann für uns? Wir sind eigentlich in dieser Komfortzone, in diesem Status quo, wo es uns total gut geht, wo wir eigentlich überhaupt nicht raus wollen. Und dann kommt etwas so von jetzt auf gleich, jetzt müssen wir. Ja? Das ist so ein Ereignis auch in uns, was stattfinden kann. Und was wir eigentlich also so in uns erstmal machen ist, wenn etwas von außen kommt, sage ich mal, dann gehen wir in den Widerstand. Also es kommt ganz viel hoch, weil ja plötzlich so wie von jetzt auf gleich kommt so die Abrissbirne und alles ist nicht mehr so, wie es vorher war. Und was macht es mit uns? Das ist eine Frage, findet auf ganz, ganz vielen Ebenen statt. Und was aber als erstes immer hochkommt, sind ganz viele Emotionen. Ja? Das ist Ärger, das ist Wut, das sind Ängste in uns, das sind Blockaden. Also es sind ganz, ganz große Dinge. Und dann es kommt drauf an, wie lange da so jeder drinne steckt. Ja, das kann sich manchmal um Jahre ziehen. Es kommt auch immer drauf an, ist es ein Veränderungs- oder ein Transformationsprozess, der von außen auf uns zukommt, wir müssen. Oder ist es etwas, was innerlich in uns langsam anfängt über einen ganz langen Zeitraum und wir eben sehr viel mit uns arbeiten müssen, bis wir zu dem Punkt kommen und sagen können, ja, jetzt bin ich so weit und jetzt gehe ich auch einen Schritt raus. Und dann kommt eigentlich diese schöne Phase, wo man sagt, jetzt sehe ich wieder, wo es hingeht für mich. Das ist aber noch eine Phase, die auch so ganz stark, würde ich mal sagen, experimentell auch geprägt ist, wo wir noch gar nicht wissen, wie sieht denn das Neue ganz konkret aus? Und da ist sehr viel noch Chaos und Verwirrung auch da.
Aber im Grunde genommen merken wir, dass das, was wir tun, plötzlich wieder einen Sinn hat. Also wir können es selber mit Sinn erfüllen und wir haben auch eine Selbstwirksamkeit und wir können es auch selbst regulieren. Das ist in dieser Widerstandsphase eigentlich noch nicht so, weil wir wissen eigentlich gar nicht, wo soll es hingehen, das, was so wie wir es jetzt machen, so funktioniert es nicht mehr. Wir wissen, wir müssen einen Schritt machen. Und in dieser nächsten Phase, die dann kommt, da merken wir haben wieder eine Kompetenz. Wir kommen wieder zu uns selber und können weitergehen. Und man kann sich das auch mal so, wie so vielleicht auch so ein Tal der Tränen, durch was man dann geht. Das ist natürlich auch sehr gut untersucht. Die erste, die damit gearbeitet hat, war ja Elisabeth Kübler-Ross, die Sterbenden oder Menschen, die eine traumatische Diagnose auch bekommen haben, wie die durch diese Phasen gehen. Das ist etwas, was wir immer wieder in uns Menschen auch finden, im Kleinen und im Großen und auch jetzt mal aus uns heraus gesehen, auch in Organisationen. Ja? Wenn uns das in Unternehmen, im kleinen Familienkreis passiert, es ist immer diese Kurve, immer dieser Weg, der da durchgeht und jeder geht damit ganz unterschiedlich um. Also würdest du sagen, das ist im Prinzip schon ein fest angelegter Prozess, auch in uns? Ja, würde ich so beschreiben. Und es gibt sicherlich Dinge, wo man dann auch wiederum ansetzen kann. Also ganz besonders sind natürlich Dinge wie Ängste und Blockaden, die dann zum Vorschein kommen. Und die machen natürlich neurobiologisch nochmal etwas ganz anderes mit uns. Also was passiert so, wenn wir im Stress sind, was in der Angst sind. Also wir sind ja, sag ich mal so, unser Gehirn ist aufgebaut, evolutionär, haben wir uns von der Echse zum Säugetier irgendwann entwickelt. Und auf diesem Sprung hat sich funktionelle Gehirnregion entwickelt. Das ist unser limbisches System, wo auch die Amygdala drin ist. Und das ist ein System, was sozusagen ganz stark für die Sinneseindrücke zuständig ist und wo unsere ganzen Emotionen gespeichert sind. Ja, und das war irgendwann nötig, das zu entwickeln, weil wir ja auch uns sozusagen in der Evolutionsgeschichte immer wieder neue Standorte gesucht haben. Wir wollten uns ja weiterentwickeln. Wir brauchten neue Brutplätze, neue Futterplätze. Und das, was gut war für uns, das wurde belohnt. Und das, was eben nicht so gut war, wurde eben nicht belohnt. Da spielt Dopamin auch eine ganz große Rolle. Und bei der Angst- oder Stresssituation ist es praktisch so, dass wir über äußere Eindrücke, Sinneseindrücke, das sofort erstmal in dieses emotionale Zentrum reingeht. Und dann normalerweise, wenn wir in Ruhezuständen sind oder wenn wir das gut regulieren können, geht es ganz wie gewohnt zu unserem präfrontalen Kortex hoch, der das dann bewertet, überhaupt erstmal abgleicht. Ja. Die Amygdala ist stark geprägt durch Flucht, Kampf oder Erstarren. Das sind diese archaischen Verhaltensweisen, die wir immer noch in uns haben. Und wenn das gut funktioniert, dann wird eben oben im Denkzentrum abgeglichen. Ach ja, wir bewerten das. Ist das jetzt wirklich real? Ist das für uns existenzbedrohend oder nicht? Und dadurch wird unsere Emotionen runterreguliert. Ansonsten würden wir, glaube ich, den ganzen Tag nur rumlaufen und uns gar nicht steuern können, auf nichts konzentrieren können. Wir werden einfach nur durch unsere Emotionen bestimmt. Und was im Stress halt passiert und auch dann in Angstsituationen ist, dass diese Verbindung zwischen der Bewertung und dem ganzen Emotion nicht mehr funktioniert. Also würdest du sagen, wenn jetzt ein Veränderungsprozess startet, bekomme ich einen Impuls von außen und dann ist es eben, kommt es darauf an, wie ich darauf reagiere, je nachdem, was in meinem Speicher schon als Erfahrungen abgespeichert sind. Ja. Das heißt, wenn da viel Negativerfahrungen jetzt schon abgespeichert sind, die mit der Veränderung von außen getriggert werden, dann bin ich genau in diesem Film drin, dass ich vielleicht eher, ich sage jetzt mal wieder, eine Mauer baue. Ja. Oder wenn ich jetzt hier freie Bahn habe und vielleicht auch die Chancen sehe in der Veränderung, dann bin ich derjenige, der sagt, okay, ich nutze das jetzt für mein Leben. Ja, es kommt unheimlich stark darauf an, wie wir auch, in welchem sozialen Kontext wir aufgewachsen sind, was wir auch schon mitbringen, vielleicht auch vorgeburtlich, also wie wir überhaupt in diese Welt reinkommen und wie wir erzogen wurden und geprägt und gebildet worden. Das heißt, alle Emotionen, alle Verhaltensweisen, die sind ja ganz stark miteinander verbunden und die werden alle in unserem Hippocampus, in unserem Hüter unserer Lebensgeschichte, sage ich mal, abgespeichert in unserem Gedächtnis und die werden in solchen Phasen wieder hochgeholt und geschaut, okay, macht mir das Angst, macht mir das keine Angst? Und was halt auch der Fall ist, wenn wir in
großen Blockaden, Angstzuständen sind. Es wird unheimlich viel natürlich auch Adrenalin ausgeschüttet, Noradrenalin, also unsere Stresshormone, die wiederum auch diese ganzen Verbindungen blockieren, sodass man kann sich vorstellen, wenn wir in Angst sind, in Stress ist immer so der Vorläufer von Angst und es kann ja auch dauerhaft dann zu einer stressigen, angsthaften Situation kommen, die uns auch wiederum blockiert. Was passiert dann? Unser Gehirn ist überlastet. Man kann sich vorstellen, wenn jetzt alle gleichzeitig zum Telefonhörer greifen würden und anrufen würden, wäre das Telefonnetz auch überlastet. Und genauso ist es mit dem Gehirn. Das heißt, es fällt uns gar nicht, oder wir sind gar nicht in der Lage, dann in dieser Situation Entscheidungen zu treffen, einen nächsten Schritt zu machen und irgendwie rauszukommen aus der Situation. Und das ist auch besonders natürlich im Fokus, wenn wir dann auch sprechen über Resilienz zum Beispiel. Ja? Resilienz heißt ja nur, dass ich diese Fähigkeit habe, mich auf die Situation, die kommt, dass ich diese integrieren kann, anpassen kann und auch entwickeln kann. Ja? Und da spielen viele verschiedene Netzwerke eine Rolle, aber unter anderem halt auch unser Angst-Stress-Netzwerk, weil es eben dann nicht unbedingt die Fähigkeit besitzt, zu entscheiden und wieder eine gute Verbindung zu uns zu haben. Also es ist tatsächlich auch ein körperlicher Prozess, der stattfindet. Ne? Also das eine ist erstmal das Emotionale, aber das Emotionale triggert ja dann wirklich körperliche Reaktionen in unserem System. Und dann kann es halt wirklich passieren, dass ich in dem Moment in einen Overload gehe. Ja. Und ich kann dann einfach auch erstmal nichts mehr machen, bis ich aus diesem State oder aus dieser Situation rauskomme. Ja. Spannend. Ja. Stefan, ich würde mal zu dir wechseln. Du bist der Spezialist für Frequenzen, für Schwingungen. Wie siehst du das Thema Veränderung? Was ist da deine Sichtweise drauf aus Sicht der Frequenzen? Ich bin provokativ, die gibt es erstmal nicht. Eine Frequenz ist eine Frequenz und die ist, wie sie ist. Ich vergleiche das jetzt mal mit einem Ton. Wenn ich jetzt einen Ton habe, ich bin eine Frequenz, sagen wir mal F. Und es gibt neben mir eine Situation oder einen Menschen, bleiben wir mal jetzt in dem Fall bei Menschen, die schwingen eher auf Fis. Dann sagt das F, ich bin F, ne, und du bringst mich aus meinem Komfort F heraus und ziehst mich irgendwo anders hin. Bitte komm mal schön zu mir, zu meinem Ton ist ein Halbton tiefer als dein Fis. Das Fis sagt aber ich bin gut so, wie ich bin, das ist gerade so okay. Warum soll ich mich drauf einlassen, auf deinen Halbton tiefer? Und da gibt es die ersten zwischenmenschlichen Themen und das kann man jetzt übertragen auf die Situationen, in Veränderungen stattfinden. Wenn ich mein F bleibe, obwohl das Fis immer lauter wird und immer lauter wird und immer lauter wird, dann hat das F, ich als Frequenz, die Möglichkeit, ich gehe drauf ein oder ich gehe nicht drauf ein. Sagt sich leicht, aber aus meinem musikalischen Leben ist es eben so. Wenn der Regler immer höher gedreht wird im Sinne von stärker, kann es, wenn ich nicht bewusst bin, automatisch sein, ich werde reingezogen. Ich bin auf einmal nicht mehr F, ich bin noch nicht mal Fis, ich bin in Unordnung, ich bin in Nicht-Einheit von all dem, was ist. Wenn ich aber als F anerkenne, da ist ein Fis und ich bin das F, bleiben zwei Halbtöne nebeneinander stehen. Als das, was es ist. Also könnte man es bildlich so beschreiben, wenn ich jetzt in meiner Ausgangssituation bin, dann schwinge ich in einen gewissen Zustand. Und der fühlt sich erstmal gut für mich an. Das ist so meine Komfortzone, da fühle ich mich wohl, das passt. Und dann kommt von außen ein Event, was auch immer, was nicht mit meiner Welt übereinschwingt. Und das ist dann im Prinzip sozusagen wie ein Störgeräusch, das da erstmal reinkommt, bis das Ganze wieder in Resonanz geht und gleich schwingt. Und dann fühle ich mich auch wieder wohl. Kann man das so beschreiben? Ja. Ganz gut. Jetzt ist nur die Frage, bin ich wirklich das F? Oder bin ich ein geprägtes F? Okay. Jetzt kommt erst die richtige Frage oder die richtige Antwort. Ich sehe es so, ich bin ja ein
eine Seele, die einen Menschen hat. Ich bin eine Partitur, die durch diesen dirigentischen Körper hindurchfließen muss. Das heißt, folge ich dem, wofür ich bestimmt bin, oder folge ich dem, wie ich konditioniert bin? Und dann bin ich vielleicht gar nicht das F. Ich bin vielleicht ein viel besseres S mit allen Obertönen, Untertönen. Es ist immer noch ein riesengroßes Tonspektrum. Und dann kommt auf einmal, du Fis, du hast mich eigentlich dazu gebracht, zu sehen, ich bin gar nicht das F. Aber ich habe so lange gekämpft um dieses F. Und jetzt muss ich zu meinem Tonfeld kommen. Und dann beginnt die interessante Reise der Veränderung. Okay. Das ist ein guter Punkt, vielleicht mal rauszuzoomen. Also, warum passiert denn Veränderung in unserem Leben? Wie seht ihr das? Schau raus, wir haben gerade Frühjahr. Wir nehmen gerade im März auf. Aus meiner Sicht, wenn ich darf, ist das ganze irdische Leben darauf aus, auf Veränderung. Ein Baum verändert sich jedes Jahr aufs Neue. Er wächst, bis zu so einem Prozess, wo vielleicht irgendwas passiert. Dann kommt der Sterbeprozess und es mag das Wort nicht, weil es bei manchen was auslöst. Aber dann kommt der Transformationsprozess. Das ganze Leben ist Veränderung. Ich würde es vielleicht nochmal auch anders beschreiben. Nicht als Veränderung, sondern als Entwicklung. Wenn man den Mensch als ein entwickelndes Wesen sieht, ja, wir kommen ja auf die Welt mit, ich sage mal wirklich 100% Potenzial. Was da mit diesem Potenzial im Laufe unseres Lebens passiert, ist einmal dahingestellt durch das, wie wir geprägt sind. Das nimmt natürlich ab, aber im Grunde genommen ist es eine Entwicklung. Wenn man kleinen Kindern zuguckt, wie sie lernen und wie sie sozusagen sich wirklich weiterentwickeln, würde ich sagen, es ist eigentlich in uns ein tiefer Kern angelegt, weiterzugehen, nicht stehen zu bleiben. Und das steckt für mich in den Veränderungen auch drinnen. Und auch immer wieder zu gucken, du hast es so schön beschrieben, es ist ja eigentlich ein innerer Prozess, der erst stattfindet. Ja? Auch selbst wenn er von außen kommt, aber es ist ein Triggerpunkt, der von außen kommt, der uns dazu bringt, zu gucken, wo wollen wir hin? Was ist eigentlich in uns? Und wir haben da auch so ein schönes neurologisches Netzwerk, ja, was so für unser Selbstbild zuständig ist, wo wir immer wieder abgleichen, das Innen mit dem Außen. Und das ist ganz schön, man hat in Studien zeigen können, dass wenn wir meditieren, wenn wir in so hoch entspannten Zuständen sind, dann ist es dieses Netzwerk ganz aktiv. Und das hilft uns in dann wirklich Veränderungsprozessen, wenn es mal wieder dran ist, auch stärker uns zwischen Außen und Innen abzugrenzen und unseren eigenen Weg zu gehen. Also wenn ich meine eigene Erfahrung nochmal mit reinbringen kann und auch das, was du jetzt beschreibst, ist ja eigentlich so, also die Veränderung findet ja immer statt. Also es ist ja erstmal ein Trugschluss, dass es Zeiten gibt ohne Veränderung und dann kommt Veränderung, sondern eigentlich ist das ja ein kontinuierlicher Prozess. Ja. Und mir kam jetzt so das Bild, ich kann natürlich aufhören, da mitzugehen. Also wie so die Welt verändert sich weiter, aber ich gehe nicht mehr mit und baue wie so ein Spannungsfeld auf. Und ich glaube, das kennen auch die Menschen, wenn dann so große Prozesse kommen, also wirklich so, wo das Leben einen dann ja wirklich so auch mal mit dem Fuß tritt und sagt, okay, jetzt geht's voran. Also aus meiner eigenen Erfahrung, und ich habe diese Prozesse ja auch schon durchgemacht, schon öfters mal, muss ich aus meiner jetzigen Sicht sagen, dass es Ankündigungen gab dafür. Also dass es eigentlich schon so war, dass ich diese Spannungsfelder selbst erzeugt habe, weil ich zu dem Punkt, wo ich hätte mitgehen können, noch in Leichtigkeit, nicht mitgegangen bin. Weil ich irgendwo gesagt habe, mache ich nicht, will ich nicht. Ich bleibe jetzt hier. Und war mir aber nicht bewusst, dass sich einfach schon ein riesengroßes Spannungsfeld aufbaut, das dann natürlich irgendwann mal platzt. Vielleicht kann ich dazu ein Bild stellen. Und so, ich hatte neulich in einem Gespräch mit einer Bekannten, die hat auch dieses Bild verwendet vom Wildwasserfahren. Jeder ist vielleicht, zumindest haben wir ein Bild davon, manche haben es auch schon selber gemacht. Ja, man sitzt in diesem Boot, auch vielleicht mit anderen noch drin in einer Gemeinschaft.
Und manchmal geht ein Steuermann auch über Bord, aber was eigentlich ja immer ist, wir sehen es ja. Ja, wir hören auch den Wasserfall von vorne, dass er kommt. Wir sehen die Stromschnellen. Und wir haben auch die Erfahrung, die wir natürlich mitbringen auf diesem Wildwasser. Aber manchmal blenden wir es einfach aus. Und das ist, was du vielleicht schon sagst. Es gibt auch Möglichkeiten, vorher auszusteigen. Ich muss nicht bis zum Wasserfall und dann merken, dass jetzt der Abgrund kommt. Mhm. Ja, das ist ein schönes Bild. Ja, das resoniert sehr. Andrea, kannst du aus neurowissenschaftlicher Sicht mal erklären, wie die Angst entsteht dabei? Also was passiert da im Körper? Mhm. Ja, ich hatte es vorhin schon mal so ein kleines bisschen angeteasert. Was passiert ist, dass natürlich bei jedem unterschiedliche Ängste sind. Und das hängt damit zusammen, was wir im Laufe unseres Lebens einfach auch schon erlebt haben, was uns mal Angst gemacht hat. Es gibt aber auch natürlich so archaische Programme, wie dass Kinder fast immer Angst vor Spinnen haben. Also einfach so Sachen, die wirklich bei uns auch abgelegt sind, evolutionär. Und was halt passiert in Angstzuständen ist, dass halt unheimlich viel Adrenalin und Noradrenalin ausgeschüttet wird, dass sehr viel Cortisol auch ausgeschüttet wird und dass unser autonomes, sympathisches System sehr, sehr aktiv ist. Also dieser Kampf- und Flucht auch Nerv sozusagen Nervensystem aktiviert wird. Und was im Gehirn letztendlich passiert ist, wir werden überlastet. Ja. Kannst du noch ganz kurz mal erklären, was der Parasympathikus macht und der Sympathikus, für alle, die jetzt hier zuschauen, das nicht wissen? Okay, es gibt zwei Nervensysteme, die so wie als Gegenspieler sind. Einmal hat man dieses parasympathische System, was eher das Ruhige ist, was unsere ganzen Verdauungsorgane auch steuert, was uns sozusagen in die Entspanntheit auch reinbringt. Also besonders, wenn wir halt gegessen haben, dann ist das aktiv, dann können wir schwer irgendwie in den Kampfmodus und in den Aktivierungsmodus übergehen. Und dann haben wir das sympathische System als Gegenspieler, was eigentlich diesen ganzen Flucht und Kampf, was wichtig war, wo Adrenalin und Noradrenalin eine große Rolle spielen, was früher wichtig war, um einfach auch in Kampfsituationen gut reagieren zu können, um Beute zu erjagen. Also es sind so ganz archaische Systeme, die angelegt sind. Und was eben in Angst- und Stresssituationen ist, dass dieses System, das sympathische System sehr, sehr stark hochreguliert wird, ja, und der Gegenspieler fehlt. Und dass das dadurch dann eben viel auch natürlich später noch zu chronischen Erkrankungen auch wiederum kommen kann, weil eben das Gleichgewicht fehlt. Man kann sich das vielleicht wie auf so einem Balancebrett vorstellen. In jungen Jahren funktioniert das noch gut. Ja? Und irgendwann im Laufe des Alters kommt es oft zu einer Unwucht und ist es nicht mehr ganz ausbalanciert. Und deswegen kommen wir dann auch, desto mehr wir unter Stress sind, desto mehr können auch kleine Ereignisse uns eben sofort wieder rausbringen und uns Ängste auch bereiten. Also das ist ganz nah miteinander verknüpft. Okay, was kann ich da jetzt praktisch direkt tun, um jetzt die zwei Systeme in Einklang zu bringen? Gute Frage. Ich kann Stefan da auch noch gute Dinge dazu beitragen können. Also man muss raus. Desto mehr ich in stressigen Situationen bin, auch oder in Situationen, die mir Angst machen, ja, ich muss raus aus der Situation und ich muss eigentlich nicht an der Stelle weitermachen, sondern mich in die Ruhe bringen, mein System herunterfahren. Und dafür gibt es verschiedene Techniken. Okay, also jetzt mal kurz nochmal zusammenfassen an den Punkt. Veränderung kommt, wir sind überfordert, wir nehmen das bewusst wahr, wir wissen, da passiert auch im Körper was, unser Sympathikus fährt hoch. Wenn es länger bleibt, dann bin ich in Disbalance und dann wäre die erste Aufgabe, also wie gehe ich damit um, das wieder in Balance zu bekommen. Ja. Wahrscheinlich kann ich dann auch erst ab dem Punkt wirklich auch rational gute Entscheidungen für mich treffen, weil ich sonst ja immer aus diesem Zustand vielleicht der Angst, des Getriggertseins, des Unwohlseins irgendwie probieren, eine Lösung zu finden. Ja, wir sind auch dann in dem Moment gar nicht in der Lage, Entscheidungen zu treffen. Das sieht man an Führungskräften, die stark unter Stress stehen oder eben getriggert werden von ihren Mitarbeitenden, selber eigene Ängste hochkommen, dass die nicht in der Lage sind, Entscheidungen richtig gut zu treffen. Die Termine werden verschoben. Wir kennen das selber bei uns. Das sind so Anzeichen, wo man sagt, okay, jetzt müsste man eigentlich raus aus der Situation. Und das sind dann natürlich auch Sachen, die dann wiederum zu Burnout und zu verringerter Resilienz führen. Stefan, ich weiß, du hast auch ein Programm, das nennt sich
führen wie ein Dirigent. Wenn du mit Menschen arbeitest, und die haben diese Stresssymptomatik, was machst du mit den Leuten oder was rätst du den Menschen? Wie kann man damit umgehen? Der Dirigent ist das beste Beispiel. Tennis finde ich auch, aber ich bleibe jetzt mal beim Dirigieren. Doch, ich fange mit Tennis an. Tennis ist ein super Sport, weil da, wo meine Gedanken sind, dort fliegt der Ball hin. Okay. Bin ich nicht frei, dann folgt der Ball meine Gedanken, nämlich geht irgendwo hin. Kurzer Einstieg für alle, die vielleicht mit Dirigieren noch nicht so viel am Hut hatten. Beim Dirigent ist es das Gleiche. Ist der Dirigent nicht im Fokus dessen, was er durch sich durchfließen muss und dann zeigen muss, dann herrschen so viele Frequenzen in dieser Person, dass die Gegenüber, nämlich das Orchester, gar nicht so richtig, die können ihre Töne spielen, ja okay, die können ihre Prozesse durchführen, ja, aber es wird nie zu diesem Einklang kommen. Und für mich ist somit mein intensiver Job gewesen, immer noch, ich muss mich selbst dirigieren. Und ein wesentlicher Punkt ist für mich als Einstieg, wenn Menschen da sind, die sagen, wow, ich bin out of order. Ich gehe nochmal auf das Beispiel von vorhin zurück und sage, wenn du gegen etwas gehst, wird es stärker. Wenn ich jetzt zum Beispiel Thema F nochmal zurückgehe und du merkst, dass alles stört, du so unter Stress stehst, das heißt, ich lasse mal Stress als Fiss stehen, der Fiss ist ja nicht so böse, wie er ist, dann wird es immer lauter, immer lauter, immer lauter. Das Erste, was ich mache, ist Anerkennung, dass es so ist. Und es war mein Game Changer damals, als ich einer meiner heftigsten Prozesse durchlebt habe. Anerkennen, es ist so. Das ist der Start von allem, bevor wir weitergehen können. Okay. Was würdest du sagen, passiert dann, wenn du in die Anerkennung gehst? Loslösen. Das ist dann wirklich, ich kann es nur von mir sagen, jeder geht damit dann anders um. Das ist die Anerkennung, Ende, aus. Nein, ich habe mir Kraft aufgebaut, ich muss als Führungskraft tough sein, ich habe alle möglichen Tools kennengelernt, wie ich als Führungskraft zu handeln habe für die anderen und dafür bin ich nicht da. Ich bin nicht für die Führungskräfte da, um zu sagen, noch ein Tool mehr, sondern ich bin jetzt für dich da. Ich bringe dich in deine Energie, dich in deine Kraft, dich in deinen Einklang. Dann kann sein, dass Veränderungsprozesse stattfinden. Okay, du bist vielleicht top gut da, was du tust, aber nicht in dem Umfeld. Du bist vielleicht total gut in dem Umfeld, aber nicht das, was du tust. Okay, aber wenn ich jetzt in der Situation bin und ich habe Stress, sagen wir mal als Führungskraft, Ja. und ich erkenne das an, dann ist ja per se jetzt erstmal der Stress noch nicht weg, oder? Also die Situation ändert sich ja dadurch noch nicht. Also ich erkenne es erstmal an, jetzt weiß ich, okay, ich habe diese Situation, was ist der nächste Schritt? Weil wenn ich mich da jetzt reindenke, oder aus meiner Vergangenheit, würde ich sagen, deswegen ist der Stress bei mir noch nicht weg. Also ich kenne Situationen, wo ich weiß genau, was los ist, ich erkenne das jetzt auch an, aber ich merke, mir geht es dadurch noch nicht wirklich besser. Ja. Und das kann durchaus, also ich kenne das auch wirklich ein körperliches Gefühl, dass der Stress einfach im System noch bleibt. Ja. Das Einfachste und das ist das Schwerste und das ist der nächste Schritt aus meiner Sicht, ist, es durchlaufen zu lassen. Und das machen wir nicht. Wir wollen nämlich flüchten, weil Angst wollen wir nicht, wir wollen den Stress nicht und du hast recht, die Anerkennung bringt erstmal so eine gewisse Anspannung in der Schwingung, es löst sich ein bisschen was, aber es ist nicht weg und wenn ich Stress habe, dann will ich es jetzt gelöst haben. Ich kenne das von mir. Bitte jetzt und nicht noch 2, 3, 5 Jahre oder sonst irgendwas. Das nächste, und das ist super schwer, ist, lass es durchlaufen. Setz dich hin, mach eine Sache, setz dich hin, lass es durchlaufen. Eine Methode. Die härteste Methode ist genau diese, lass es durchlaufen. Das wäre die schnellste, aber es ist die härteste. Und dann muss ich auf den Menschen schauen, was täte ihm denn jetzt gut. Wenn es Emotionen sind, Emotion, kennen wir alle, Elektrizität in Bewegung, dann muss es in Bewegung gesetzt werden. Suche etwas Körperliches. Für den einen ist es dies, für den anderen ist es etwas anderes. Umfasse dich mehr mit den guten Dingen, eins ums andere. Und ich bin ganz ehrlich, es wird nicht schnell gehen. Es kann nach 2 Tagen weg sein. Es kann nach einem halben Jahr weg sein. Es wird nicht schnell gehen.
Es ist nämlich jetzt ein Leben, je nachdem, in welchem Alter mir diese Führungskraft gerade gegenüber sitzt. Das hat nämlich auch so gewisse Zyklen. Und wenn jemand in einem gewissen Alter da ist, sage ich, das, was du jetzt gerade erlebst, das hat eine größere Auswirkung in deinem Leben. Weil du gerade in einem Alterszyklus steckst, wo es sehr verdächtig darauf aussieht, dass du ein komplettes Leben vielleicht neuer kreieren kannst. Okay, das wäre jetzt so der Punkt. Das ist jetzt, das, was du beschreibst, wäre jetzt so die Situation, das ist nicht nur jetzt so ein kleines Stressproblem, weil irgendwie jetzt irgendwas auf Arbeit nicht stimmt, sondern es ist eigentlich ein Anzeichen, dass was Größeres in deinem Leben nicht stimmt. Und wenn ich das, so wie du sagst, durchlaufen lasse, dann würde ich wahrscheinlich zur Erkenntnis kommen, dass eben was Größeres nicht passt. Genau, dann weiß ich es zwar immer noch nicht, aber es sind eben diese Steps. Und wie ich es vorhin gesagt habe, ich kann es nicht oft genug betonen, alle, die drinstecken, und also ich steckte drin, dann will ich das jetzt sofort. Aber ich kam nicht drum herum, diese Prozesse, die ich jetzt gerade beschreibe. Aber es ist gut, wenn man Unterstützung hat, diese Prozesse zu durchlaufen. Nochmal ganz kurz zu dem Thema Durchlaufen, damit es einfach richtig verstanden wird. Wie beschreibst du das oder was machst du da, wenn du sagst, so etwas durchlaufen lassen? Gerade männliche Führungskräfte und auch Führungskräfte, die weiblich sind, die aber auf männlich geprägt sind, genau. Die Führungskräfte müssen tough sein. Das ist immer noch leider Gottes, noch ein ganz archaisches Prinzip. Wir dürfen unsere Emotionen nicht empfinden und vor allem die schweren Emotionen. Aber es gibt keine andere Möglichkeit, die müssen durchlaufen. Mach Sport, schwimme, geh nicht ans Handy, lenk dich nicht ab, setz dich hin, lass durchlaufen. Das ist wie wenn ich unrein bin, draußen Schmutz, ist nicht unrein, aber dann gehe ich duschen. Dann lasse ich einfach mal den Dreck ab. Also du meinst tatsächlich auch die Emotionen, die da sind, durchfühlen. Da sein lassen. Wenn wir glücklich sind und voller Liebe und voller Begeisterung, was machen wir dann? Wir gehen sofort weg, wir spielen, wir machen irgendwas. Nein. Im Sinne, wenn ich das wirklich spüre, das ist wow. Es geht vorüber, aber wow. Ja, das ist das, was wir alle haben wollen. Ja. Ne? Das ist und das andere wollen wir nicht. Also gehen wir irgendwo hin. Statt genau sagen, boah, ich kann das nicht sagen, wow, aber scheiße. Dann läuft mal ein Tränchen. Okay, das ist okay. Dann kriege ich Aggression. Dann lass die Aggression da. Du musst sie ja nicht irgendwo ausleben bei deinen Mitmenschen, aber lass die Aggression sein. Weil dadurch fließt sie weg und dadurch komme ich an eine höhere Frequenz, was vielleicht Richtung Mut geht. Irgendwann mal, um einen Schritt zu sagen, okay, ich schaue mir das Leben jetzt mal an und egal, was auf mich zukommt. Das Next Level unter Angst, Stress ist Mut. Das ist so für mich der Türöffner zu einer höheren Frequenz. Das ist wap. Okay. Und nicht Mut von wegen, ich mache das jetzt. Sondern, nein, ein innerliches Mutgefühl. Okay. Also so ein Gefühl, bereit zu sein für die nächsten Schritte. Ja. Was ich auch jetzt schön finde, was du beschrieben hast, mit dem einfach durchlaufen lassen. Auch, das ist echt schwer und da muss man schon ein bisschen trainiert sein. Aber auch irgendwann einfach mal auf eine andere Ebene zu gehen und zu wissen, es ist auch nur eine Emotion. Es ist wirklich nur eine Emotion, mehr ist es nicht. Und die bestimmt uns, ja, und die hält uns echt ganz, ganz stark im Griff. Aber dennoch, es ist eine Emotion. Es ist nur ein Ton. Wenn ein Ton absolut rein ist und diese Dissonanz geht in mein Tonfeld hinein. Dann kann ich auch nicht sagen, hey, das reibt einfach zu massiv. Aber eigentlich reibt es eigentlich nur. Und wenn ich es durchfließen lasse, geht die Reibung langsam weg und ich komme wieder zu meiner Schwingung. Andrea, das, was der Stefan gerade beschrieben hat, also es ist ja dieser Übergangsprozess, dass ich rauskomme jetzt aus meinem mal überregulierten Sympathikus. Ja. Was passiert da auf neurowissenschaftlicher Sicht? Was passiert im Körper in diesem Übergangsprozess? Kannst du das beschreiben? Ja, fiel mir dazu gerade was ein. Also was eben sehr stark ist, dass ja dieses Cortisol auch ausgeschüttet wird. Und das hemmt sozusagen auch, dass die Nerven, also dass sich neue Nervenverbindungen wieder verknüpfen können. Ja? Also es hemmt sozusagen unseren Entwicklungsprozess auch im Gehirn.
Und was aber passiert, wenn man genau das macht, was Stefan beschrieben hat, also wenn man Sport macht, wenn man meditiert, wenn man Musik macht, andere Dinge, die sozusagen nichts mit diesem Stressfaktor zu tun haben. Darf ich kurz Klammer aufmachen? Ja. Das machen, was einem gut tut, Klammer zu. Ja, genau. Das ist sehr schön zusammengefasst. Gut, bei Musik und Sport weiß man es eben ganz besonders, bei Meditation, was passiert. Wir aktivieren einen anderen Gehirnbereich und wir schütten, also Sport zum Beispiel schüttet unheimlich viel Dopamin aus. Und was macht Dopamin? Dopamin sorgt dafür, dass unsere Emotionen wieder ins Gleichgewicht kommen, sage ich jetzt mal grob gesagt, dass wir wieder kreativ sein können, dass wir also auch in eine andere Hirnfrequenz hineinkommen können, wo Kreativität wieder möglich ist und auch Plastizität, also wieder neue Verknüpfungen, neue Vernetzungen. Und Dopamin ist auch wichtig, es ist natürlich mit ganz vielen Krankheiten auch assoziiert, zum Beispiel auch Parkinson. Also es ist wichtig, dass wir in Bewegung kommen, dass wir einen Plan haben, den wir jetzt umsetzen wollen. Und es ist eben auch ganz stark, wie gesagt, für die Emotionen. Und in dem Sinne, dieses in Bewegung kommen ist ja das, was uns gerade in der Stress und in der Angst nicht mehr möglich ist. Wir sind einfach wie erstarrt, also auch unser Gehirn ist erstarrt. Und dann zu sagen, ich gehe jetzt raus, ich mache Sport, ich mache etwas anderes als das, was ich sonst tue oder das, was mir letztendlich gut tut, bringt uns buchstäblich in einen anderen Mindset, wo wieder ein neuer Schritt möglich ist. Und das, was wir machen wollen in diesen Prozessen, ist, in einen neuen Schritt zu kommen, etwas Neues auch auszuprobieren. Okay, das heißt, ich fasse das nochmal zusammen, jetzt auch wieder im Bild, man ist in so einem Veränderungsprozess, man kommt vielleicht auch in eine Veränderungskrise, also man hat ein größeres Problem und man merkt einfach, das lässt sich jetzt auch durch einen kurzen Mindset-Shift nicht ändern, sondern es bleibt halt einfach fühlbar. Dann wäre so das erste Rezept, was ihr sagen würdet, erstmal sich darauf zu konzentrieren, was tut man gern, was macht man gern, auch Sport zu machen. Sport, ich glaube, das wissen die meisten, das ist auch fühlbar, das ist bekannt, aber dass man grundsätzlich mal darauf achtet, Sachen zu tun, die einem wirklich gut tun, weil sie einen in einen anderen Zustand bringen und tatsächlich auch dann das Nervensystem wieder regulieren, damit ich in einen Zustand komme, wo ich dann eine Basis, also die Basis bekomme für richtige Entscheidungen. Ja, genau. Ich bin auch so ein bisschen ein Feldhörer. Für alle, die gerade gestresst sind, die zuhören, ja, ich müsste Sport machen. Es ist auch mal gut, sich einfach nur hinzulegen. Es ist auch gut, einfach nur sich in die Badewanne zu legen, wenn der Körper sagt, ich bin so voll mit Cortisol, ich kann mich noch nicht mal mehr bewegen. Es ist okay, leg dich hin. Mach alles aus. Tu gar nichts, es ist okay. Du hast keine Verpflichtung, Sport zu machen. Du hast keine Verpflichtung, dich hinzulegen. Tu einfach mal irgendetwas, was dir gut tut. Auf sich selber hören. Ja. Und das war der größte Gap bei mir vor Jahren. Stefan, mach doch mal, was dir gut tut, als es mir in diesem einer der harten Veränderungsprozesse drinsteckt. Und ich sagte, ich weiß gar nicht, was es ist. Ich weiß, keine Ahnung. Nochmal dirigieren, noch mehr dirigieren. Sonst weiß ich nicht, was es ist. Ja, das habe ich tatsächlich auch schon oft überlegt, auch in Coachings, dass es Menschen gibt, die schon so weit weg sind von sich, dass nur noch das, was Stress bringt, automatisch auch das genannt wird, als das tut mir auch gut, weil es einfach zu viel ist. Weil es neurologisch das Gehirn das anerkennt, was es kennt. Und ich erkenne Stress. Das Gehirn sagt vielleicht, mein Ratio, ja, ich weiß, es ist zu viel Stress, aber ich gehe immer wieder, weil mein Körper das kennt, in dieses Bekannte. Auch wenn etwas nicht gut ist, sagt das Gehirn, aber ich kenne es wenigstens. Und das Gehirn will nicht etwas machen oder die neurologischen Prozesse, was es noch nicht kennt in dieser Situation. Wie würdest du denn das beschreiben? Ich meine, du hast ja auch einen großen Schritt oder viele größere Schritte schon gemacht. Wenn du das jetzt so hörst, wie kannst du das abgleichen und vielleicht auch nochmal mit deiner eigenen praktischen Erfahrung irgendwie unterfüttern? Ich finde mich gut wieder in dem, was ihr erzählt. Und merke tatsächlich, dass ich natürlich zu dem Zeitpunkt, wo ich in diese Situationen geraten bin, sodass es mich wirklich aus dem Leben geschmissen hat, nicht wusste, wie ich damit umgehen kann. Und
auch nicht wusste, dass da körperlich was passiert. Also ich hatte mal eine Situation, das war eine Trennungsgeschichte aus einer Beziehung, die mich so richtig von heute auf morgen komplett aus dem Leben irgendwie gekickt hat, also zumindest aus meinem gefühlten Leben. Und es hat mich so ans Limit gebracht, dass ich eben nicht mehr funktionieren konnte, und ich musste aber noch arbeiten, also ich musste auf Arbeit gehen, ich habe mich elend gefühlt. Und ich glaube, ich habe es dann auf die harte Art und Weise gelernt, also genau, was ihr beschreibt, so dass ich gemerkt habe, es geht nicht weg, egal was ich mache. Also meine Medizin war Sport oder mein Ausweg war immer Sport gewesen. Zu dem Zeitpunkt konnte ich keinen Sport mehr machen, ich hatte die Energie nicht mehr. Und damit war so meine Nottür war zu. Weil normal, wenn es mir nicht gut ging, auch emotional, dann habe ich Sport gemacht, ich bin klettern gegangen, laufen, irgendwas. Und danach ging es mir gut. Und das ging dann nicht mehr. Und dann hat mich das Leben, ich würde sagen, es war so eine Krise, dass ich angefangen habe zu reflektieren. Also wie kam es denn erst dazu? Und ich habe relativ schnell verstanden, dass ich die Situation miterzeugt habe. Also also damals war das ja nicht so klar für mich, wie jetzt aus meiner jetzigen Sicht. Aber mir ist wirklich klar geworden, okay, das, was jetzt im Außen passiert ist, das finde ich nicht okay, wie mit mir umgegangen wird, aber es ist nicht passiert, ich bin nicht unschuldig in der Situation. Und dann habe ich realisiert für mich, ich räume jetzt mal bei mir im Leben wieder auf und ziehe mal Dinge gerade. Also es war auch so diese Akzeptanz. Du sagst, ich musste erst mal akzeptieren, ich konnte tatsächlich nichts ändern an der Situation. Und das hat mich dazu bewegt, ganz viele Dinge in meinem Leben wieder zu ändern, die ich zuvor, ich würde sagen, ich habe mich verloren. Im Laufe dieser Beziehung habe ich mich verloren. Und dann habe ich probiert, ich habe mich langsam wieder zurückgearbeitet auf meinem Weg. Und im Nachhinein, also das hat dann natürlich ein Stück gedauert, muss ich sagen, das war die wertvollste Situation in meinem ganzen Leben. Also alles, was da passiert ist, das hat fürchterlich wehgetan. Das hat mir einfach die Beine weggezogen. Aber wenn ich ehrlich zu mir bin, das Reden mit mir hätte wahrscheinlich nichts geholfen. Also selbst wenn mir Freunde gesagt hätten zu der Situation, hey, lieber Joachim, das, was du gerade machst, also ich sehe das schon eine Zeit lang, das bist du nicht mehr oder das tut dir doch nicht gut. Ich glaube, ich wäre nicht bereit gewesen hinzuhören. Und so hat sich das aufgestaut, bis es irgendwann geplatzt ist. Und dann, also deswegen habe ich das vorhin auch gesagt, so diese Spannung, die sich aufbaut, ne? Ich hätte da viel früher abbiegen können. Aber tatsächlich konnte ich es auch nicht, weil da ganz tiefe Ängste bei mir noch getriggert wurden. Also gerade bei mir war es das Thema, ich habe vor dem Gespräch auch mal ein bisschen überlegt, so, wo waren denn wirklich Veränderungsprozesse, die mich wirklich gefordert haben oder wo Veränderungskrisen passiert sind. Und in meinem persönlichen Leben waren das immer die Liebesbeziehungen. Also ich konnte mal tatsächlich der Arbeitswechsel, das war ein großer Schritt in meinem Leben, aber der ging sehr strukturiert, das war ein strukturierter Prozess, da war ich auch schon ein bisschen reifer. Ich wusste schon um viele Gesetzmäßigkeiten, ich war schon in dem Coaching-Thema drin, ich war schon spirituell, so bin ich schon eingetaucht und da hatte ich schon Werkzeuge. Aber diese alten Geschichten, die haben mich einfach kalt erwischt. Und gleichzeitig haben die mich natürlich auch kalt erwischt, weil ich da ganz große Verletzungen noch in mir getragen habe, ganz große Ängste, nicht getraut habe, loszulassen, vielleicht auch eine Beziehung, die mir schon lange nicht mehr gut tut. Und dann dadurch habe ich natürlich auch diese Spannung aufgebaut, die sie dann halt irgendwie entladen hat, so würde ich es beschreiben. Das sind meine Erfahrungen damit. Ich finde, was schön rauskommt, ist auch diese Komfortzone, in der man drin ist. Und man sieht es vielleicht schon und man hört es eventuell, aber es fällt uns unheimlich schwer, wirklich zu sagen, jetzt machen wir einen Schritt. Und meistens kommt es dann echt von außen oder von einfach über Nacht, wo wir aufwachen früh und jetzt ist es soweit. Und ich finde dann, aber auch nur dann haben wir Menschen auch die Energie, es wirklich umzusetzen. Also auch wenn uns das vielleicht kognitiv manchmal schon vorher bewusst ist. Aber ich glaube,
wenn man so den Menschen vielleicht auch so in der Dreigliederung sieht mit dem Denken, Fühlen, Wollen, ich glaube, das ist erstmal nur im Denken, aber es ist noch nicht im Herzen angekommen und im Wollen natürlich im Schritt dann auch noch nicht. Und das ist vielleicht der Unterschied. Und dann kommt eben der Punkt, wo genau das übereinander stimmt. Und dann schaffen wir es auch, da auch durchzukommen, egal, auch wenn es nochmal richtig tief geht, durch den Nullpunkt. Ja. Aber ich glaube, das ist manchmal nötig. Ich glaube, sowas, was mir auch klar geworden ist, so über die Jahre ist, also letztendlich, also bei mir war es ein Festhalten. Ein Festhalten an was nicht mehr für mich war. Und also ich habe da auch viel drüber reflektiert, warum halte ich da dran fest? Und früher hat mir tatsächlich das Vertrauen gefehlt, dass wieder was kommt, was noch viel besser ist. Und das ist mittlerweile aber auch so mein Denken geworden. Also es ist so ein Glaubenssatz, den ich mir wirklich installiert habe. Und wenn ich in so einer Situation bin, wo ich das noch nicht sehen kann, was kommt, dann gehe ich einfach mal davon aus, dass das, was kommt, noch besser ist, als das, was ich gerade loslasse. Und zum einen hilft mir das. Und zum anderen muss ich sagen, wenn ich rückblickend auf mein Leben schaue, stimmt das einfach. Das ist meine Erfahrung. Und das merke ich auch mit Leuten, wo ich arbeite, ne, wenn ich die oft es ist ja ein Bewusstseinszustand, das einfach mal zu reflektieren, wenn man das Leben mal sieht. Jeder hat ja schon so Veränderungen gemacht oder auch wenn es schwere Trennungen waren oder Leute, die durch eine Scheidung gehen, das ist eine schwere Zeit, aber die meisten, ich würde mal sagen 80% davon sagen danach, ja, ist auch besser so. Also, weil das Leben danach wieder besser wird als davor. Wie seht ihr das? Also kann man sowas neurowissenschaftlich erklären, diese Metaebenen von so einem Veränderungsprozess? Kann man das erklären auch mit, also auf der Basis der Gehirnareale, was da mehr aktiv wird, was sich da verändert? Vielleicht auch, vielleicht mal weitergegangen, wenn ich jetzt auf so einen Veränderungsprozess kann es ja auch passieren, dass ich gewisse Ängste auflöse. Also, dass ich wirklich Themen für mich löse, die danach einfach weg sind. Kannst du mir sagen, was sich da auch auf der körperlichen Struktur verändert? Gibt es da wissenschaftliche Erkenntnisse dazu? Ja, ich kann jetzt aus meiner wirklich eigenen Erfahrung an der Stelle sprechen, durch die Coaching-Prozesse, die ich begleitet habe, aber auch die mit mir, die mich begleitet haben. Was, glaube ich, passiert ist, sind, wie du es auch geschrieben hast, es gibt einfach gewisse Blockaden, genauso, also so wie es Triggerpunkte gibt es auch die Blockaden. Und was passiert ist, woher das auch immer kommt, das ist auch dann mühsam, das irgendwie in der tiefen Psychologie herauszufinden. Auf alle Fälle gibt es Emotionen und Ereignisse, die zusammenhängen und die uns daran hindern, gewisse Sachen zu tun, die uns blockieren, also einen Schritt zu machen, wie du sagst, auch das Vertrauen zu haben, etwas loszulassen und auch zu wissen, okay, hier bin ich nicht mehr richtig. Das hat ja auch mal was mit unserem Selbstbild zu tun. Und es gibt eben Punkte, die uns immer wieder antriggern. Ja? Das heißt also, auch da sind irgendwie Erlebnisse, Personen dahinter, Gefühle, mit denen wir dann diese Triggerpunkte auch verbinden. Zum Beispiel mein Kollege oder ein Freund, der immer eine bestimmte Verhaltensweise macht, mich triggert. Naja, es ist ja nicht der Mensch, ja, es ist ja in mir, findet es statt. Und wie gesagt, basierend darauf ist, dass Emotionen und Erlebnisse miteinander verknüpft sind und dass das eine ziemlich starke neurologische Verbindung ist. Und was es gilt eigentlich, ist, diese aufzulösen. Nur wenn ich es schaffe, diese wirklich ganz energetisch stark verbundenen Verknüpfungen wieder aufzulösen, dann bin ich frei, dann kann etwas Neues rein. Und das ist dann halt ein Coaching-Prozess, der auf unterschiedliche Art und Weisen stattfinden kann. Wir haben es ja beide auch erlebt. Und das würde ich sagen, da braucht es natürlich eine viel, 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 viel höhere Energie, das wieder aufzulösen, je nachdem, wie stark diese Verbindung ist. Und wenn das ist, dann ist es frei. Dann ist es wie, als wenn ich jetzt ein Kabel durchschneide, ein Telefonkabel durchschneide. Ja, das ist spannend. Also ich kenne das aus meinem eigenen Weg auch, dass es tatsächlich sein kann, wenn so ein Thema gelöst ist, dass ich mich halt von heute auf morgen komplett anders fühle.
dass es einfach nicht mehr da ist. Und wenn ich in die gleiche Situation komme, dass nichts mehr passiert im Nervensystem, dass keine Anspannung, dass man sich es einfach anguckt und merkt, das ist kein Thema mehr. So. Das ist dieses Geniale, wie ich finde, bei diesem Energiecoaching oder wie man es nennen möchte, dass man einen extremen Puffer, man kommt schneller voran, man kann die Sachen besser lösen und dann kommt auch eine Erinnerung, aber die Emotionen sind befreit. Die Frage könnte ich orchestral vielleicht auch noch beantworten, die du vorhin zu Andrea gestellt hast. Denn eigentlich müssen wir das Gehirn wie ein Orchester neu orchestrieren, wenn wir irgendwo feststecken, irgendwo hinkommen möchten. Das heißt, ich muss meine Musiker dauerhaft dazu bringen, das Optimum ist die Partitur, okay, wir haben eine Vorgabe, mein Optimum ist wer dran glauben möchte, meine Seelenfrequenz, ich folge meiner Seelenfrequenz. Und wenn ich der nicht folge, kreiert sich, wie du vorhin so schon gesagt hast, mein menschlicher Körper so etwas Wunderbares wie so ein komisches Leben, wo man sagt, du, das passt nicht. Und dann sagt die Seele wieder in der Schwingungsfrequenz, zurück. Das ist der Weg. Wie er aussieht, habe ich als Mensch keine Ahnung. Aber ich kann mich, ich persönlich, so ist mein Leben, immer wieder reinschwingen. Sagen, Seele bitte durch diesen Körper durch. Es ist wie, wer diesen Seelenruf selbst hat, zu sagen, ich will meiner Seele folgen und nicht meinem Ego noch 1 Million mehr und ich kann nicht mehr essen, aber die 15. Million ist auch noch gut. Darf hier jeder haben, wie er möchte. Aber wenn wir wirklich in unserem vollen Potenzial sein möchten, dann ist es die Seelenfrequenz, die dadurch möchte. Und dann ist es wie eine Partitur, wo ich dem Orchester helfe als Dirigent, zu sagen, das und jetzt so. Und jetzt die. Und dann schwingen auf einmal ganz viele individuelle Menschen, individuelle Klänge zu einem Einklang. Du ein bisschen mit mehr Energie, du bist mit weniger Energie, etwas tougher, etwas lauter, etwas leiser, bis zu diesem magischen Einklang, wo die Musiker sagen, das war's. Wie es geschehen ist nicht reproduzierbar. Aber das war der Moment, wo es einfach im Flow war. Und es ist der Moment, wo wir uns Menschen vielleicht erlauben könnten, immer eins ums andere mehr in den Flow zu kommen. Nicht als noch mehr Sport und Gamma-Brain-Waves, sondern dieses Leben laufen lassen. Ein Stück weit. Ich weiß, also du hast ja mal erzählt, dass du hast auch größere Veränderungsprozesse erst die letzten Jahre so durchlaufen. Magst du mal ein bisschen was teilen? Wie ging es dir? Also wie bist du durch diese Prozesse durchgelaufen? So vielleicht wie hast du dich am Anfang gefühlt? Was war so der Auslöser? Und ja, wie lange hat es gedauert, bis du es für dich lösen konntest? Und auch was für eine Erkenntnis steckt bei dir dann am Ende von dem Prozess? Welche? Such dir einen aus. Mir ist eben einer eingefallen, als du von einer Beziehung gesprochen hast. Habe ich schon gar nicht mehr so ein Bewusstsein gehabt. Aber ich mache einen kurzen Weg. Meistens mit dem, wo man am meisten struggelt, hat man die höchste Kompetenz. Entweder mitbekommen oder anderen Menschen zu helfen. Okay. Warum würdest du sagen, ist das so? Weil das aus meiner Sicht ein ganz Instinkt in einem Menschen ist. Wir kriegen die Aufgaben ja nicht nur so einfach. Ich bin überzeugt, wenn wir eine Aufgabe bekommen, haben wir die Fähigkeit uns genauso generiert, weil ich bin der Ansicht mittlerweile, wir sind Kreatoren. Wie du vorhin gesagt hast. Wir kreieren uns auch so eine Art von Beziehung, wo wir schon längst nicht wissen, aber wir sind Kreatoren. Das will man erstmal da oben nicht verstehen. Aber ich weiß es, warum, wenn ich das so empfinde als Dirigent, dann verhält sich dieses 72, 75, 60 Mann-Orchester ziemlich nahe an dem, wie ich es vollkommen zu 100.000% durch mich durcherlebe. Die Folgen. Das ist magisch. Und somit kreiere ich das. Alle kreieren das mit. Ich bin nicht der einzige Kreator als Dirigent. Deswegen kann ich das bezeugen, weil ich es immer erlebe, wenn ich vor Orchester stehe, wenn es uns gelingt. Ansonsten muss ich es nochmal kreieren. Ich muss es nochmal kreieren. Ich bin der den Zustand verändern muss. Ich als Dirigent.
Das sage ich auch zu den Führungskräften. Und zwar nicht mit Tools, Gott weiß was. Du bist derjenige, egal welche Führungskraft du bist, Mutter, Vater, Gott weiß was. Du bist derjenige, der in die Veränderung, sei du die Veränderung, wie es so schön heißt. Joe Dispenza, ich weiß nicht, ob er dieses Wort und diesen Satz kreiert hat, aber von ihm weiß ich es. Deswegen bin ich überzeugt davon. Wenn man in der Kraft sitzt, spürt das jeder. Wir haben alle die Momente, wo wir voll in der Kraft sind, ja. Und dann habe ich mir ein wundervolles Werk kreiert, nämlich meinem Ego gefolgt. Ich habe alle Manifestationstechniken, The Secret und so weiter, angewandt auf eine ganz gewisse Position, eine ganz gewisse Stellung, weil mein Ego dachte, Stefan, wenn du das hast, dann hast du es geschafft. So dachte mein Ego und ich nutzte alle möglichen Mittel und es war unmöglich. Die vielleicht das Zuhören, vielleicht damit in dem Feld waren, haben vielleicht eine Ahnung oder auch keine Ahnung. Es war unmöglich, diese Stellung zu bekommen. Aber ich habe die universellen Manifestationsgesetze bedient und auf magischen Wege bekam ich dies. Ja, und ich bekam es. Mit allen Lernaspekten, die ich so mitbekommen durfte. Und dieses ganze System sagte mir 10 Jahre lang, du bist nicht authentisch, du kannst ja gar nicht authentisch sein. Und sie haben alle geholfen, mit Messer zu wetzen, um mir das zu zeigen. Und ich wusste es zutiefst. Und damals war noch mein katholischer Prozess, da gehst du durch. Einfach nochmal. Und da gehst du nochmal durch. Und du gehst wieder rein. Und du kannst 3-4 Jahre nachts jeden Tag um 3 bis 4 Uhr schweißgebadet wach werden. Nicht mehr schlafen können. Und dir werden Sachen angetan, die mir gar nicht angetan wurden. Ich habe sie mit mir machen lassen oder wie auch immer. Und du gehst wieder vor diese Gruppe. Musst deine Leistung erbringen. Und ich bin ein Freund von, man merkt mir nichts an. Weil ich bin der es verändert. Ich bin für euch da. Und dennoch fällt man in Energiefelder hinein, das gibt es ja Studien, dass dann das Feld auch mit reingeht. Und sagt, naja, wenn ich so eine Art von Depression, darin war ich nicht, aber dann geht das Feld mit, deine Mitarbeiter gehen mit, deine Mitarbeiter gehen mit. Und das war mein innerer Antrieb, nein. Und ich arbeite, nein, damals war das Wort, ich kämpfe dagegen. Das heißt, du hast es wegignoriert erstmal, was so von außen kam? Ich bin ein Doppelwidder. Das heißt, doppeltes Feuerzeichen. Ich habe mich selbst verbrannt, selbst transformiert. Aber es ist meine Typologie. Und in Transformationsprozessen bin ich, wie alle Widder und ich als Doppelwidder, da bin ich ein Meister. Also Kuschelveränderung gibt es nicht bei mir. Entweder es wird transformiert und wenn ich hier einen Ton verändere, hat es eine Auswirkung auf etwas anderes. Also ich kann nicht sagen, ich verändere nur ein bisschen was in meinem Leben und es hat auf was anderes keine Auswirkung. Das ist Frequenzgesetz, so geschieht das nicht in unserem Leben. Was war der Auslöser dann, um dann in die Veränderung zu kommen? Also du hast erstmal lang ausgesessen, du hast dich gequält damit, du hast lang durchgehalten, du hast gedacht, du kannst es für dich reißen, bewegen, aber anscheinend ja doch nicht. Ne? Ja, ich hatte den Glaubenssatz, wenn ich es hier nicht verändere, kommt es irgendwann wieder. Das war ein tiefer Coaching-Glaubenssatz. Ich muss es ja hier drin, im härtesten Sündenpfuhl meines Lebens, also wirklich in der Gosse, für mich persönlich, also das Umfeld konnte nichts dafür, aber für mich persönlich muss ich diese Gosse zu einem sauren Wasser machen, für mich selbst. Das Geniale war, ich habe mich energetisch extrem geschult. Ich konnte mich energetisch darin voll auslassen, mich zu schulen, sei du die Frequenz. Sei du die Energiedominanz. Also es war das härteste Bodybuilding-Training über die Jahre, die ich mir anziehen konnte. Das war das absolut Positive. Nochmal, das Umfeld konnte ja nichts dafür. Ich habe mir das selbst kreiert mit all meinen Prozessen. Ich kann es dir nicht beantworten, die Frage, ab wann der Moment war. Aber ich war einige Zeit, wo ich sage, ich muss hier raus, ich kann es nicht mehr. Der Antrieb, der dann gelöst wurde, war, dass ich mir diese Gosse gar nicht mehr antun muss. Ich kann das nicht verändern. Ich kann das System, wo ich drin bin, überhaupt nicht verändern. Und dann kam so eins ums andere durch die Coaching-Ausbildung und diese Techniken, die wir angewandt haben, irgendwann die Möglichkeit zu sagen, ich war verkehrt, das ganz große System kann ich so nicht verändern. Das hängt ja ein ganz weiteres System, was ich bis dato gar nicht erkannt habe. Und dann war der Moment, den ich mir selbst kreiert habe,
Mein Körper hat nicht mehr mitgemacht. Okay. Und ich habe die 3 großen Prozesse, immer wenn ich in einem Arbeitsfeld drin bin, bei mir sind es Arbeitsfelder, bei dir waren es, hast du gesagt, Beziehungsfelder, sagt mein Körper, bis es wirklich alles versteht, hier ist Ende. Auf den kann ich mich verlassen. Ich werde deswegen nicht krank. Absolut nicht. Aber das sind immer Momente, wo mein Körper sich ansieht, hier, Knockout. Und immer dann weiß ich, und jetzt gehe ich den Schritt. Wohin? Keine Ahnung. Aber ich muss ihn machen. Aber ich glaube, das ist ja so der Klassiker, würde ich jetzt sagen, fast in der Gesellschaft. Ne? Also der klassische Burnout, der zeigt ja auch an, dass was nicht mehr passt. Also aus meiner Sicht auch, dass halt die Seele einfach nicht mehr am richtigen Platz ist zum Wirken und da kann man auch machen, was man will. Wenn man dann nicht irgendwas verändert, dann wird dieses Leiden, das man hat, auch nicht weggehen. Also es vergeht tatsächlich erst, wenn man im Außen Schritte macht. Und ich weiß nicht, wie war es bei dir, als du die Schritte dann gemacht hast? Wie schnell oder wie lange hat es gedauert, bis du dich besser gefühlt hast? Eine große Erkenntnis, die ich hatte vor 2 Jahren, war das, was Andreas sagte. Ich wusste gar nicht, wie viel Cortisol ich mir aufgebaut habe. Also der Körper musste über Monate... Hast du das mal messen lassen? Oder? Das merke ich ja selbst. Okay. Also, ja. Okay. Also ich brauche diese wissenschaftliche Erklärung dann nur, wenn ich etwas beibringen möchte. Ich für mich nicht, weil ich merke es, ja, ich kann nicht sagen, der Pegel war da und da. Aber real war es für mich, bis das sich abgebaut hat. Also nach der Entscheidung, das war ja alles, ich war ja stressbefreit, ich ging alle Wellen durch. Von Aggression, von alles, was mir nur irgendwie nur ein Tick zuwider war, habe ich nein, hat doch mein Umfeld mitbekommen. Nein, ganz massiv. Ich habe gelernt, zu allem, was nur eine Essenz in meiner Zelle sagt, schwingt nicht gut. Nein. Also Abgrenzung dann auch praktiziert, dich wirklich abzugrenzen für alles, was du nicht mehr fühlst in dem Moment. Genau. Ich habe dem ganzen System Nein gesagt. Und ich würde noch eins dazustellen, finde ich auch wie auf Entzug. Also ich habe das gemerkt, als ich einen größeren Transformationsprozess bei mir im Leben hatte, dass ich also auch in einem beruflichen Wechsel, dass ich ungefähr bestimmt 6 bis 8 Wochen, akute 4, 6 Wochen damit zu tun hatte, mein Gehirn wieder, also mein Hormonsystem, meine Neurotransmitter wieder auf ein Level zu bringen, dass man sich ordentlich mit seinen nächsten nahestehendsten Menschen unterhalten kann. Also bei mir ist es extrem geschwankt zwischen... Und bei mir war das vorher nicht. Das hat erst begonnen, als ich den Schritt gegangen bin. Ja. Das war das Interessante. Auf einmal löst sich das Ganze und zeigt einen Ausdruck im Außen. Das ist dieser Entzug, der dann auf einmal rausgeht. Wenn ich sage, jetzt höre ich auf zu trinken, also ich höre jetzt auf, diesen Job zu machen oder ich gehe in ein neues Umfeld, egal was es ist. Ab dann beginnt dieser, was du sagst, dieser Entzug. Das habe ich noch nie so kennengelernt wie bei dem letzten Prozess. Spannend. Also das finde ich nochmal wie so ein Negativpunkt, so ein richtiger Nullpunkt, durch den man dann da durchgeht. Kannst du das erklären, was passiert da? Also ich kann es mir in dem Sinne so erklären, dass wir natürlich, dass unser Körper wie auf so einem bestimmten, sagen wir mal so, das ist so eine Baseline. Und wenn wir in lange Zeit eben in so starken Stresssituationen, was auch immer alles dazu kommt, gehen wir halt weiter höher. Ja? Wir verlassen unsere normale Balance. Kann man sich ja auch vorstellen wie beim Tennisspieler. So ein Tennisspieler tippelt ja immer, eigentlich, wenn er auf den Ball wartet, immer rechts und links. Er ist ja eigentlich fast immer in der Luft. Ja? So balancieren wir eigentlich unser sympathisches, parasympathisches System aus. Und was wir haben eben in solchen lange Zeit unerwünschten Situationen für uns, wir sind nur auf einer Seite. Ja? Das heißt, wir sind ganz hoch auf einem Level und haben natürlich immer voll Feuer von all diesen wirklich Stresshormonen, die unser Gehirn eben ins Ungleichgewicht bringen. Aber unser Gehirn adaptiert sich ja. Das weiß ja auch. Es versucht ja auch damit umzugehen. Es versucht, die Balance auf einem anderen Level wiederzufinden. Und das, was passiert, wenn wir plötzlich dann rausgehen aus der Situation, dann geht's runter. Es sagt ab. Und was passiert? Es kennt es ja aber nur so. Und wo ist es jetzt? Ich will das wieder haben, ich brauche das. Man versucht es damit, sich mit anderen Dingen vielleicht auch noch zu stimulieren. Ja, kennen ja zum Beispiel Alkohol, Drogen gehen ja auch in die Richtung, die schaffen es dann wieder, das schön mal für eine Zeit lang zu beschäftigen. Aber im Prinzip sinken wir ab.
Und um wieder dann auf das Baseline wieder zu kommen, wo wir ursprünglich waren und eine gute Balance zueinander zu finden, das dauert eine ganze Weile. Und je nachdem, desto länger wir in diesem Zustand gewesen sind und na gut auch, wie lange jemand eben schon auch zusätzlich noch trainiert hat, wenn ich viel nebenbei mich doch irgendwie ausgeglichen habe, Meditation und so weiter und so fort, schaffe ich es schneller wieder in meinen normalen, ruhigen Zustand zu kommen. Und wir kennen es ja manchmal gar nicht, wenn solche Prozesse, sowas 10 Jahre geht, 20 Jahre, dann denken wir, das ist aber eigentlich unser Normalzustand. Was passiert jetzt mit uns? Also ich habe es an mir erlebt, dass ich plötzlich ich hatte mein Gehirn mal wie so schizophren, ja, zwischen manisch-depressiv. Dachte ich, was ist denn jetzt? Und ich habe es wirklich richtig gemerkt. Ich dachte, was ist denn jetzt mit mir los? Es war ein paar Wochen für mich echt eine Wesensveränderung und man fühlt sich überhaupt nicht gut. Das ist spannend. Jetzt, wo du so erzählst, ich kenne die Situation, als ich meine Festanstellung beendet habe. Die habe ich ja ganz bewusst beendet und mir hat sie prinzipiell auch Spaß gemacht. Also ich würde sagen, ich war so am Peak meiner Karriere, ich war auch noch am Machen, ich hatte richtig Energie und richtig Feuer drin. Und dann habe ich mich ja bewusst dafür entschieden, das zu beenden, mich selbstständig zu machen. Und dann wollte ich im Prinzip mit dem Modus, in dem ich war, also in diesem Machermodus, und ich ziehe jetzt durch, wollte ich mein Business aufbauen. Und ich habe damals gekündigt, das hat noch 1-2 Wochen gedauert. Und dann hat es mir den Stecker gezogen. Ja. Und dann ging erstmal nichts mehr und ich konnte mich nicht mehr aufraffen, was zu tun. Obwohl das ja eigentlich mein Herzensbusiness ist. Also das war ja wirklich mein Traum, mein Wunsch, das zu machen. Und jetzt, wo du das so erklärst, ich habe mich da wiedergefunden, was da passiert ist. Weil ich war genau in diesem Modus relativ lang. Natürlich machen, tun. Bei mir war es positiv besetzt, also mir hat es auch Spaß gemacht, aber nichtsdestotrotz war das halt wahrscheinlich schon eher so also aus der Balance raus. Und als das weggefallen ist, war es tatsächlich so, dass ich erstmal nichts mehr machen konnte, obwohl ich mir es sehr gewünscht hätte. Und das fand ich damals, ich wusste, also zu dem Zeitpunkt konnte ich das noch nicht einordnen, was stimmt jetzt nicht mit mir? Weil es ist ja, jetzt kann ich ja genau das machen, was ich machen will, aber ich kann es nicht mehr machen, weil ich keine Energie mehr hatte. Also ich glaube, das war wahrscheinlich auch dieser Prozess, was du jetzt so beschrieben hast, dieses in die Balance kommen. Und es hat tatsächlich auch ein Stück gedauert. Der Kosmos ist genial, oder? Du willst etwas, ist wie in einem Orchester, ich will etwas anderes, also schafft der Kosmos, ich nenne es mal so, irgendeine Situation, dann nehme ich das erstmal weg, damit du Platz dafür hast. Also ein Beispiel im Orchester, ich brauche nur, 5 Flöten, aber ich habe 17 da sitzen. Also ein Beispiel, ich kriege ja nie den perfekten Klang. Also schafft der Kosmos eine Möglichkeit zu sagen, ich nehme dir erstmal die Kraft weg, ich nehme dir das weg, weil so wie du funktioniert hast, so wirst du in deinem Business nicht funktionieren. Absolut. Absolut. Also nehme ich dir das, um diese Erkenntnis zu gewinnen. Ja, also würde ich jetzt auch so unterschreiben, weil was ich dadurch gelernt habe, ist wirklich in einen anderen Modus zu kommen, weil ich wollte ja nicht mehr so weitermachen wie zuvor. Und das Leben hat mir wirklich so eine Lektion gegeben. Und da kam dann auch noch, eine Borreliose dann auch dazu, ein Jahr später, also wo es mir dann nochmal den Stecker gezogen hat. Und ich dachte, was ist denn da los? Aber in dem Prozess waren wirklich viele Erkenntnisse drin. Es hat mir wirklich den Stecker gezogen, weil ich den Stecker mir nicht ziehen lassen wollte. Also ich wollte in dem Machermodus weitermachen. Und ich glaube, jetzt darf ich mehr ich kreiere die Dinge. Also ich mache immer noch die Dinge. Ich habe immer noch Lust, was zu bewegen. Aber ich bin in einem viel, viel, viel entspannteren Modus jetzt. Und im Nachhinein auch betrachtet wahrscheinlich, ich habe das gebraucht irgendwie, um mich da rauszuholen, weil von allein hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht, weil meine Konditionierung oder meine Konditionierung einfach so stark war, schon aus dem Schulsystem und immer irgendwann musste ich funktionieren und dann gibt es ja auch Belohnung dafür und das war halt so der Weg, der halt funktioniert. Belohnungssystem, ja klar, wenn du funktionierst bei uns in der Gesellschaft, dann bekommst du Anerkennung, du bekommst dann sicherlich auch irgendwann mehr Geld, finanziell wird es, also das funktioniert ganz gut. Und das
Ja, es ist spannend, was du sagst. So. Da steckt schon immer ein größerer Plan dahinter. Wenn ich dem folgen möchte. Wenn man dem folgen möchte. Wenn ich diese Intention setze, auch aus meiner Sicht, und ganz viele, mit denen ich zusammen wirken durfte, sagen das auch, oder ich frage sie vorher, wem willst du folgen? Deinem menschlichen Ego-Prozess, wir brauchen dieses Ego, also ich bin nicht negativ auf das Ego ist diese Umsetzungskraft, diese Solarplexus-Kraft. Oder willst du dem folgen, was du wirklich hier auf dieser Erde, dich selbst dort oben auf Folge 7 kreiert hast? Und dann ist es wie eine Frequenzausrichtung, es ist wie ein Radioregler, wo man sagt, ich folge dem. Und dann spielen Dinge auf einmal in ein Leben hinein, was ich, wenn ich das mich ausrichte, Schule, wie ich konditioniert wurde, auf einmal gar nicht mehr funktioniert. Mhm. Ganz andere Gesetze, wenn ich mich darauf ausrichte, weil dann ist, wie heißt es bei Star Wars, die Macht es mit dir. Alle möglichen höheren Frequenzen helfen dir mit, auch wenn sie erstmal augenscheinlich sagen, du bist böse, ich ziehe den Stecker, wo der Mensch sagt, ey, was machst du denn da? Es kommt auf die Frequenzausrichtung an, die ich sein möchte. Sei du die Energiedominanz für dein Feld, was du hier auf die Welt bringen möchtest. Und lass die Töne magnetisch zu dir kommen. Also es ist wie wenn ich in ein Instrument mit einer gewissen Stimmung hineinspiele, einen Alphorn spiele, der spielt eigentlich seine Seele, sein ganzes Wesen in dieses Alphorn hinein und die Herde sagt dann beim Sturm, okay, da bin ich sicher. Ich erkenne den Ruf. Spielt jemand anderes in dieses Alphorn hinein, kommt doch nicht bei der Herde, weil sie diesen bestimmten Klang in sich empfindet und sagt, da bin ich sicher. Mhm. Was mir jetzt gerade da einfällt an der Stelle ist, das heißt, es geht ja letztendlich eigentlich darum, unsere eigene Frequenz wiederzufinden. Ich sage wiederzufinden, weil wir sie eigentlich mitbringen, wenn wir auf die Welt kommen und sie aber ziemlich schnell, wie das unser Potenzial eigentlich abgebaut wird im Laufe des Lebens, nur noch auf ganz wenige Prozente durch Schule, Erziehung, wie wir das eben in unserer Gesellschaft aktuell noch haben. Ich hoffe, da gibt es Besserung. Aber im Prinzip kommt ein Punkt in unserem Leben, wo wir wieder versuchen, in diese Frequenz zurückzukommen oder an diese anzudocken. Auch um die Frage, was ist eigentlich unser Auftrag? Ja? Und wenn wir wenn wir es wirklich schaffen, und es ist nicht leicht, das sieht man an uns drei schon mal als Beispiel, und es gibt noch Tausende, Millionen da draußen, aber wenn wir es schaffen, in diese Frequenz zurückzukommen, ich glaube, dann sind Veränderungen und Transformationsprozesse auch gar nicht mehr nennenswert. Das ist schön, was du sagst, weil deswegen, also das war meine Erkenntnis auch irgendwann. Ich war ja im Prinzip mein ganzes Leben war ich ein Suchender. Ich habe immer nach was gesucht, was ich gar nicht wusste, was es ist. Und ich konnte es eigentlich nur immer damit abgleichen, wie fühlt sich mein Leben an. Und ich habe immer gemerkt, das Gefühl, was ich in meinem Leben hatte, egal welche Etappe ich durchlaufen bin, das war einfach nicht stimmig. Das hat einfach nicht gepasst. Ich wusste einfach, ich bin noch nicht da. Es passt einfach nicht, obwohl ich es nicht greifen konnte. Und es ging mir auch schon so zu der Zeit, wo ich noch keine Ahnung hatte von spirituellen Aspekten. Ich wusste nur, da gibt es was Größeres. Das wusste ich irgendwie schon immer. Aber so mit der Kirche oder mit dem, was mir die Kirche auch gelehrt hat, habe ich auch gemerkt, das ist für mich nicht stimmig. Fühle ich so nicht, obwohl ich schon wusste, da ist eine Wahrheit irgendwie drin, dass es was Größeres gibt. Und so habe ich gesucht. Und ich würde jetzt sagen, also das ist ja auch was so meine Message ist, dass wenn ich wirklich glücklich leben will oder stimmig leben will, vielleicht einfach, dass sich das stimmig anfühlt, dann sollte ich den Weg meiner Bestimmung gehen. Also das ist mir jetzt gekommen, wo du so gesagt hast, nur meinen Ton zu finden oder meine Frequenz, was sich ja dann wahrscheinlich so äußert, das ist das, was ich mitgebracht habe, was meine Seele hier erleben will, was sie verkörpern will. Wenn ich auf dem Weg bin und das mache, dann fühlt es sich stimmig an. Es fühlt sich gut an. Und also das gebe ich auch den Leuten mit. Das ist aus meiner Sicht also vielleicht ändert sich das, aber momentan die einzige Möglichkeit für mich, aus meiner Sicht, ein wirklich
zufriedenes und glückliches Leben zu führen. Was jetzt nicht heißt, dass es einfach sein muss, also nicht im Sinne easy peasy, sondern das ist so ein tieferes Gefühl, wo einfach wie so ein Ja kommt. Ja, ich bin jetzt genau auf dem richtigen Weg. Das frage ich mich auch oft, jetzt also auch die letzten Jahre, ne, so mit Selbstständigkeit und Business aufbauen und sich komplett, bei mir ist ja eine 180-Grad-Drehung im Prinzip von meinem Business-Ingenieursjob, wo ich sicher aufgehoben war zu dem, was ich jetzt mache. Und immer wieder, wenn ich durch schwierige Phasen durchlaufe, dann fühle ich rein, bin ich auf dem richtigen Weg. Und dann kommt immer so, ja, das passt, das ist gut. Und dann weiß ich auch, dann mache ich auch weiter. So, das finde ich spannend, wie du das so erzählt hast. Ich glaube, darum geht es auch, diese Frequenz zu finden und sich mit der Umwelt und mit dem, was man halt, das eine ist, was man selbst will, aber natürlich dann auch da wollte ich jetzt gerade drauf kommen, auch mit der Umwelt in Resonanz zu gehen, weil ich glaube, bei dem Thema Veränderung momentan wird die ja auch sehr stark von außen angeschoben. Also, also ich wollte noch kurz zum Abschluss, was mir mal aufgefallen ist, so wenn ich jetzt zurückgucke, Generationen früher, da ging das vielleicht tatsächlich, wenn man sich ein Haus aufbaut und so ein materielles Leben, dass man wirklich so auch die sehr hohe Wahrscheinlichkeit hatte, dass man dann echt ein glückliches Leben führt. Aus meiner Sicht glaube ich, also vielleicht funktioniert es noch für den einen oder anderen, aber für viele, wo ich so in meinem Umfeld funktioniert es nicht mehr. Du hast so viel gesagt und ich könnte jetzt eine Stunde drüber reden. Nummer 1. Du hast Suchender gesagt. Und ich fand das so toll, Joachim, weil ein Finder geht nie den Weg, den die anderen gegangen sind. Und wenn ja, geht ihr einen Schritt weiter. Also du bist aus meiner Sicht ein Finder, was Suchende so in sich haben. Ja? Was machst du nach der Erleuchtung? Ich mache alles gleich, nur. Aber ein Finder geht nie den Weg, die anderen gegangen sind. Und wenn ja, kommt er an die Grenze und sagt, und ich gehe einen Schritt weiter. Das sind die Findertypen. Das war eben so laut in meinem Feld, deswegen wurde ich so unruhig, dass das, was gerade durch mich durchkommt, hier einfach nochmal für dich und für alle, die auch Finder sind, ich bin das nicht, mitzugeben. Und ein Seelenspiegel sagt ja gerade, Und dieses Ja ist, wem folge ich? Das war so das zweite Aspekt von wegen, deswegen wird es nicht leichter. Wenn die Seele sagt, ja, sagt manchmal, echt das auch noch loslassen oder echt das auch noch und ich muss jetzt echt da jetzt ins Wasser reinspringen, ich weiß gar nicht, was da unten ist. Und die Seele sagt, ja. Und der Mensch sagt, Gottes Namen. Das ist also für mein Beispiel, wenn ich dirigiere und alles fließt durch mich hindurch, bin ja wirklich für mich gefühlt nur so ein Kanal und der Körper, es war gerade am letzten Wochenende, sagt, noch einen Schritt weiter und es wird knapp. Weiter. Und es schrie alles in mir, weiter. Und du hast es durchzuziehen, lieber Körper. Es ist dann nicht leichter. Aber es hat einen Sinn, oder? Weil das Herz sagt, ja, und das ist der dritte Aspekt. Wer kann nur Ja sagen? Die Birne da oben? Auf die höre ich nicht. Wenn die sagt Pro-Kontralisten, sage ich, kannst du haken. Die Pro-Kontralisten sind von Oma, Opa, Tante und Gott weiß was. Aber ich habe nur einen Verbündeten, und es hat damals meine Trennung mit einer anderen Partnerin herauskristallisiert, mein Herz. Ich hatte Herzschmerz über ziemlich lange. Und irgendwann habe ich im Coaching-Prozess, als wir die Ausbildung gemacht haben, super genial, mein Herz sagt, open, ja, machen. Mein Herz geht zu. Ich kann es, jedem, der mit mir zusammenarbeitet, kriegt immer diesen gleichen Tipp. Geh zu, mach es erst gar nicht. Und dann schreit das, wo die Seele sitzt, nämlich ja, machen. Und der letzte Aspekt ist, weil du es angesprochen hast, wo sind wir gerade in unserer aktuellen Zeit? Erstmal ist es nur eine Information, weil ich darf mich gerade mit Planetenklängen befassen, weil ich ein Werk mit Sphärenklängen jetzt am Wochenende aufführe. Und da befasst man sich auch mit kosmischen Zyklen. Und einen, den wir kennen, ist ja 2020.
2020 begann ja etwas Interessantes auf dieser Erdenwelt. Statt der Luftepoche, wie man sie nennt, kam ja so ein nettes Virus um die Ecke. Jetzt, okay. Ja, genau. Und ich befasse mich aktuell sehr mit Human Design. Und Human Design sagt, wir haben einen 7-Jahres-Zyklus jetzt hinter uns, begonnen mit 2020. Und in 2027 war es 7 Jahre ein Abbauen von gewissen Dingen. Und wenn man in Zyklen geht, dann gibt es noch astrologische Zyklen, dann ist es klar, dass es dieses neue Zeitalter, wie ich es nenne, oder wie es viele nennen, das bin ja gar nicht ich, mit KI und Gott weiß was, alles auf etwas hinaus wollen. Aus meiner Sicht, das befriedigt mich, weil ich so von Kindheit so ein Typ war, die Systeme und noch ein System über dem System, damit noch ein System überwacht und noch ein System baut, wird die Zukunft nicht mehr bringen. Die Zukunft ist nicht als ich, als Ego, sondern Individualität. Wie finde ich meine Frequenz, dass ich das ins Leben bringe? Und dann kommt die Vielfalt automatisch. Ich glaube nicht aktuell, dass wir uns noch absichern können, noch mehr absichern. Das sagen die ganzen Langläufer universell gar nicht. Ich sage das nicht, um Angst zu machen, ich sage es, um Mut zu machen. Ein doppeltes Feuerzeichen freut sich natürlich auf diesen Moment, dass es jetzt endlich nach vorne in die Freiheit geht. Da mögen vielleicht andere Typologien mir sagen, aber ich bräuchte doch gerne. Aber wenn ich mich für die Seele entscheide, die will nicht unbedingt immer auf der Couch sitzen. Die will das Leben leben. Die will das Leben auch mal auf der Couch leben. Und die will das Leben, wie ich vorhin gesagt habe, auch mal gerne sagen, ich muss mich ins Bett legen. Es geht einfach gar nicht. Wir haben es vorhin über Fasten gehabt. Die Gesetze gibt es nicht mehr, wann wir zu fasten haben, 2 Wochen zu fasten. Es ist sowas von speziell, individuell von jeder Menschlichkeit. Und wir Menschen müssen uns wieder bewusst machen, die Gesetze gibt es alle nicht mehr. Wenn ich jetzt fasten möchte, dann mache ich jetzt vielleicht einen Tag, morgen stimmt es schon nicht mehr. Wir dürfen lernen, auf das zu hören. Wir hören ja schon, wie es klingt. Das hat doch eine ganz andere Resonanz als... Oder? Ja, das stimmt. Das ist doch was viel Größeres, fällt mir jetzt gerade ein. Ja. Und das ist diese Resonanz, diese Herzresonanz. Ja, ist vielleicht auch, also gerade beim Thema, zurück zum Veränderungsprozess, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, das Herz da auch mitzunehmen. Also rauszugehen aus dem Kopf, der Lärm macht, der Stress macht und dann wirklich ins Herz gehen, ins Vertrauen und aus der Basis heraus halt auch zu schöpfen und zu überlegen, was ist als nächstes zu tun. Das ist das, was ich vorhin schon mal ganz kurz meinte, dass wir sehr oft erst nur in unserem Gedanken sind und dass wir in die Veränderung erst gehen können, wenn wir in dieser Stimmigkeit mit uns sind. Also wenn wir klar das Denken, aber auch das Fühlen. Also das Fühlen ist einfach für mich das Herz und aber auch das Wollen. Also dann kriegen wir es, wenn wir es vom Denkapparat wieder in das Herz bekommen, dann bekommen wir es auch in die Beine. Ja? Und das sind für mich auch Teile Seelenaspekte und ich stimme da auch mit dir überein. Ich würde noch nicht mal sagen Individualität, dass wir im Zeitalter der Individualität kommen, sondern besser sagen, wo wir wieder zu uns selbst kommen. Weil Individualität ist ja im vorigen Jahrhundert schon, also okay, wir separieren uns, wir sind eins nur für uns. Also es hat eine Wertung. Ja, aber wenn wir sagen, okay, eigentlich, es geht zu uns zurück. Ich meine, gerade mit KI ganz viel vom Außen und es wird ganz viel Operatives übernommen. Aber was zählt denn jetzt noch eigentlich? Das heißt, es geht zu uns zurück. Wo sind wir? Wo sind wir angedockt? Wo können wir auch andocken? Also es ist auch diese Autonomie, auch dass wir uns selbst regulieren können, aber auch diese Verbundenheit und die Verbundenheit mit anderen Menschen, mit der Gemeinschaft. Und das finde ich, das merkt man auch, dass wir plötzlich gucken, okay, die Familie ist nicht unbedingt immer noch das, wo wir verbunden sein müssen. Das ist so sind wir die haben uns auf die Welt geholfen, ja. Aber mit wem sind wir verbunden? Und das sind oft ganz andere Menschen. Also auch diese Wertigkeit, was ist Familie, wie definieren wir das, bekommt einen ganz anderen Klang. Und die aktuelle Zeitsituation mit KI und so weiter hilft uns eigentlich dazu. Sie bringt uns in eine Lage, aber sie hilft uns. Denn was
eine KI nicht kann, ist eben seine eigene Seelenfrequenz hier hineinzubringen. Was eine KI nicht kann, ist Menschen wieder zu begegnen mit der eigenen Familie, also die wir neu definieren als Familie, meine Herzensfamilie. Und es gibt uns die Chance, wieder sich neu zu vernetzen. Es beginnt mit mir selbst. Mhm. Ich bei mir, und das ist auch mit allen Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, weil ich derjenige bin als Dirigent, der es als erstes machen muss, nämlich in diese Frequenz zu gehen, wo links Gehirnhälfte, rechte Gehirnhälfte aufmacht und in Synchronisation geht, in Holistisches. Und dann kommt Intuit durch mich hindurch. Und das, was durch mich hindurch fließt, darf erstmal hier Platz finden und sagen, ja. Und jetzt darfst du nach oben und du darfst die ganzen Prozesse gestalten da oben. Hast du einen guten Tipp? Also ich gehe nochmal zurück zu dem Spruch, ne? Wenn der Veränderung kommt, dann können wir entweder eine Mauer bauen oder halt eine Windmühle. Wenn man jetzt mal das KI-Thema zum Beispiel nimmt, das ist ja auch genau sowas, was so eine große globale Veränderung bringen wird, auch gerade in die Arbeitswelt. Und ich glaube, da ist es genau so, es gibt halt zwei Wege. Es werden viele ihre Arbeit verlieren, die jetzige Tätigkeit verlieren. Und gleichzeitig sehe ich es auch eine riesen Chance. Wie schaffe ich es, also aus deiner Sicht, das sind ja wie so, wo stehe ich mit meinem Mindset? Wie schaffe ich es, die andere Seite zu sehen, wenn jetzt jemand eher pessimistisch ist oder vielleicht jetzt auch guckt auf seine Zukunft und sieht es eher pessimistisch. Wie schafft man es, da rauszukommen aus eurer Sicht? Das ist zu individuell, weil ich von keinem, der zu mir kommt, weiß, wie die Lebensgeschichte ist. Okay. Also ich würde gerne ein allgemeines Thema daraus machen, aber es ist wirklich zu individuell, weil jeder kommt aus seiner Biografie heraus, jeder hat gewisse Ängste. Warum sind diese Ängste da? Muss ich eine Familie ernähren und bin ich ängstlich überhaupt geprägt? Super, super schwer. Aber es gibt ein Grundgesetz. Du musst mit irgendwelchen Möglichkeiten, Breathing, Sport, wir haben es schon, egal was. Ich bin ein Freund von Atemübungen. Ein riesengroßer Freund. Weil das den Zustand einfach verändert. Und ich wünsche mir, dass die Menschen in eine Frequenz kommen, wo sie ihren Zustand verändern, dass sie wieder magnetisch werden. Das heißt, Menschen mit einer großen Aura ist nicht, ich bin heute dekorativ angezogen von einer schicken Weste, das ist ja nicht Aura. Aura ist, ich darf das tragen oder auch nicht. Aura ist, jemand hat so viel Energie übrig, dass es überschwappt. Und der eine mag sie oder der andere mag sie nicht, darum geht es nicht. Und dass jeder seinen Weg, seinen Punkt findet, wo er sagt, da habe ich wieder mehr Energie. Jedes Quäntchen mehr Energie ist ein Quäntchen mehr Magnetismus, dass wenn ich den Ton aussende, dass er zu mir zurückkommt. Das sind einfach universelle physikalische Gesetze. Also sage ich wirklich vollen Fokus auf mich, gucken, dass ich in einer guten Energie bin, dass ich meinen Körper erstmal gesund halte, dass der funktioniert, Sport machen und gleichzeitig auch schauen, dass ich halt in eine gute Resonanz gehe mit meinen Emotionen, also auf einer positiven Seite unterwegs bin. Absolut. Und das ist mir jetzt doch wichtig zu betonen, alle, die wir diese Handys da haben, wenn ihr euch irgendwo reinziehen lasst, oder wir uns reinziehen lassen, und ich bin danach nicht hier besser drauf, dann darf ich das nächste Mal aussuchen, ob das, und ich merke es ja vorher, wird mich das jetzt hier erfüllen. Und wer keinen Kontakt hat, klopft sich einfach hier drauf. Ich wusste ja auch lange nicht, dass ich einen Herzkontakt habe. Also wer das nicht hat, irgendwo da drin steckt, wo wir geprägt sind, brauchen wir draufklopfen. Es ist primitiv. Ich weiß, es werden viele nicht machen, weil es zu einfach ist, aber draufklopfen. Dann habt ihr wieder diesen Kontakt zum Herzen. Und das ist der Sensor für die Zukunft. Das ist der Sensor für die Zukunft. Und dann sind wir wieder in Art von Liebe. Nicht Liebe, Nächstenliebe. Nein, in wirklicher Resonanz von Herzensliebe. Wie Jesus gezeichnet wird. Man muss Jesus mögen oder nicht mögen oder dem Glauben oder nicht. Aber die Ikone hat dieses Herz da drin ihm geöffnet. Mit einem roten Fleck oder so.
Und immer einen geistigen Zustand. Ein Schein um sich, wo into it kommen kann. Ja, ist schön. Andrea, wie siehst du das? An welcher Stelle soll ich andocken? Was ist dein Geheimrezept? Wie gehst du mit solchen Situationen um? Ich darf da besser werden. Also ich weiß, bin genau an dem Punkt wie viele, auch man weiß es, ja, was man für sich tun muss. Ich bin ähnlich, mache das Ähnliche, was auch Stefan gesagt hat. Mir hilft ganz stark das Breathwork, also Atemtechniken, einmal am Tag, weil es eben, also jetzt wieder neurobiologisch gesprochen, was passiert, wir aktivieren unser Dopaminsystem. Ja. Und Dopamin bringt uns einfach in einen kreativen Zustand und schafft es auch, dass wir in andere Hirnfrequenzen hineinkommen. Die Zirbeldrüse. Und die Zirbeldrüse aktiviert, genau. Und auch durch diese tiefen Atmungen, also diese somatische Atmung, wovon auch gesprochen wird. Das somatische Nervensystem ist neben dem Parasympathikus und Sympathikus, was ja unwillkürlich ist, haben wir das Willkürliche und das steuert praktisch alle Reflexe, alle Sinneseindrücke und auch unsere Bewegungen, unsere Motorisches. Und das heißt, es geht dann, was die Atemübungen machen, ist, dass sie uns verbinden mit dem Soma, also mit unserem Körper letztendlich. Und besonders auch, wenn wir eben, also einmal dadurch, dass wir uns bewegen, dadurch, dass wir den Brustkorb heben und senken. Und wenn wir besonders einatmen und länger ausatmen, wird der Vagusnerv stimuliert. Und das ist der parasympathische Hauptnerv. Das heißt, dadurch passiert es, dass wir in tiefe Entspannung kommen, dass wir eben Stress abbauen. Also ich hatte gesagt, Stressregulationssystem, der holt es runter und der geht hoch. Das heißt, wir kommen automatisch vom Körper auf hormoneller Neurotransmitterebene aus dem Stress heraus durch diese Übungen. Und wir schaffen es eben auch wieder wirklich anders zu denken, in ein anderes Mindset buchstäblich zu kommen, was uns hilft aus den aktuellen Situationen raus und zu uns. Wir kommen einfach wirklich zu uns. Und dass es jetzt noch gesundheitsfördernd ist und so weiter und so fort, weil das ist dann natürlich noch ganz viele andere Prozesse, auch Entzündungsprozesse dadurch wieder gehemmt werden. Ist eine andere Sache. Also das ist etwas, was ich selbst erlebt habe, wenn ich das jeden Tag mache. Ich komme plötzlich in Ideen, ich komme in Lösungen hinein. Also ich bin in ganz allen anderen Alpha-Theta-Wellen drin, die mir helfen, aktuell diese Situation alle zu handeln und auch neu anzugehen. Weil das, was wir brauchen neue Lösungen und neue Wege. Und es sind eben nicht die alten, die wir aus den vorigen Jahrhunderten kennen. Es ist spannend, was du sagst, weil also über die letzten Jahre, wo ich mich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt habe, wenn man auf die Ebene der Emotionen und Themen reingeht, das ist ja ein unendlicher Fundus, wo man Dinge lösen kann. Und was ich jetzt für mich gemerkt habe einfach, ist, das kann man wirklich runterbrechen auf die Frequenz. Also wie möchte ich schwingen, in welcher Resonanz möchte ich sein? Und was ich jetzt für mich immer probiere, was so ein Credo geworden ist für mich, ist wirklich, dass ich versuche, immer meine Frequenz, meine Schwingung hochzuhalten. Und du hast vorhin gesagt, also zum Beispiel, man merkt es ja, ne? Man ist am Handy und ist irgendwo im Scrolling drin und mich erwischt sau immer mal wieder, weil klar, die Algorithmen die sind ja nicht so perfekt auf einen angepasst. Und dann merke ich irgendwann, okay, stopp jetzt zu. Und dann merke ich in dem Zustand, wo ich bin, also es zieht mich nach unten. Und dann suche ich mir eben irgendwelche Tricks. Bei mir ist auch Breathwork, dass ich dann mache oder Meditation oder Yoga oder ich mache Sport, damit ich mich wieder gut fühle. Und für mich so als Ziel ist es wirklich geworden, mich so oft wie möglich und so viel Zeit wie möglich gut zu fühlen. Weil dann bin ich immer in dieser Frequenz und ich weiß ja auch, wenn das mein Inneres ist, dann ziehe ich das im Außen auch an. Und also das ist so mein Rezept jetzt geworden. Und ich merke, dass ich experimentiere da immer noch damit. Klar, weil ich auch Momente habe, wo ich in einem anderen Zustand bin, aber ich kann das wirklich merken,
wie manchmal auch zeitversetzt. Ich gehe in eine gewisse Resonanz, ich gehe in Verbindung mit dem, was ich will und auf einmal passiert eben genau das. Die Dinge passieren einfach und ich sitze immer wieder da und denke so, wow. Ja. Also so ein bisschen auch wie Magie oder ein Wunder oder so, da passieren halt Sachen, die man mit dem Ratio nicht beschreiben kann. Na, im Prinzip, was du gerade beschrieben hast, ist eigentlich manifestieren. Mhm. Und das machen wir eigentlich tagtäglich unbewusst. Wir sind uns leider dessen nicht bewusst mit vielen negativen Dingen. Das ist das, was Stefan vorhin beschrieben hat. Wir ziehen uns eigentlich die Situation ja selber an. Wir bringen uns da selber hinein. Und wenn man das aber mal ins Positive bringt, also dass wir damit auch wirklich Dinge vorausschicken können, und das setzt eben voraus, dass ich in einem wachen Zustand bin, dass ich wirklich frei bin in meinem Ich, in meinem Geist, dass ich es sehen kann, dass ich es schmecken kann, dass ich es hören kann, dass ich das vorstelle. Und das kann ich natürlich nicht, wenn ich in einer Beta-Welle bin. Ja? Dazu muss ich in eine andere Gehirnfrequenz hineinkommen. Und dann, wenn man das trainiert, geht das ziemlich schnell. Und dann passiert so und schon ist es da. Mhm. Jeder bessere Ton, den ich aussende, ist ein Sieg. Mhm. Jeder einzelne. Heute habe ich es 4-mal geschafft, 5-mal, einmal weniger. Aber jede neue Ausrichtung auf eine höhere Energie ist ein Gewinn, ist ein Fortschritt. Nicht nur für mich, für die ganze Menschheit. Mhm. Jeden einzelnen Ton, den ich aussende, das darf uns bewusst sein. Welchen Ton will ich in diese Welt tragen? Jetzt. Und gleich nochmal. Und jetzt. Mhm. Es ist nicht hörbar, weil das menschliche Ohr hat nur 8 Oktaven zur Verfügung. Aber wer ein bisschen reinfühlen kann, spürt das. Jetzt, welchen Ton? Und alle Synapsen gehen mit. Alle Verflechtungen, alles Neurologische, wie wir miteinander vernetzt sind, wir drei, all die Zuhörerinnen und Zuhörer, gehen mit in diesen Ton, wenn er reinen Herzens ist. Mhm. Ja, ist auch die Vorstellung, dass wir halt getrennt voneinander sind, es stimmt halt einfach nicht. Ich habe vor kurzem auch einen Vortrag gemacht zum Thema Resonanz und da habe ich auch nochmal darauf hingewiesen, man kann das ja auch fühlen, ne? In der Stimmung, in der ich bin, in der Schwingung, in der Frequenz, in der ich bin, wenn ich nach außen gehe, dann gehe ich in Kontakt mit meinen Mitmenschen. Und das ist halt auch das, was ich denke, das, was ich fühle, es ist halt kein privater Prozess. Weil die Menschen bekommen es mit, auch wenn sie vielleicht nicht bewusst darauf reagieren, aber wenn ich jetzt hier sitzen würde und ich wäre zornig oder wäre wütend, es wäre fühlbar, es ist fühlbar für Menschen auch, die Kanäle schon offen haben, die fühlen das sofort. Und das ist so ein wichtiges Grundprinzip. Eigentlich sollten wir das müssten wir in der Schule halt wirklich lernen, gleich am Anfang, gleich in den ersten Jahren, dass das halt nicht egal ist, was in uns passiert. Und dass es wichtig ist, dass wir in eine gute Frequenz kommen mit uns, weil wir dann einfach ein anderes Außen anziehen, mit anderen Menschen in Kontakt gehen, in Resonanz gehen, mit anderen Dingen. Und ja, Es gibt schöne, wenn ich kurz kann, gibt schöne Studien, die das auch belegen, dass wenn eine Führungskraft depressiv ist, dauert es ein paar Monate, maximal ein halbes Jahr, dann ist merkt es das Team, also dann hat man die ersten Symptome beim Team. Und um auch mal das Musikalische nochmal aufzugreifen, man kann sich auch eine Stimmgabel nehmen, ich schlag die an und halte eine andere dagegen, die schwingt. Mhm. Ja. Das heißt also in dem Sinne, natürlich, es kommt auch noch darauf an, in welcher Frequenz sie ist. Wenn sie in einer so einer ablehnenden Frequenz ist, dann macht sie vielleicht auch gar nichts. Aber was auf alle Fälle passiert ist, wir wirken ja immer. Das heißt, wir schwingen immer und sich auch dessen zu bewusst sein, welche Frequenz möchte ich eigentlich in diese Welt bringen. Mhm. Und das Dirigieren ist dann für mich ein geniales Beispiel, weil es das Ohr sofort zurückspiegelt. Also ich wünsche mir, das ist so ein Traum von mir, dass mehr Menschen mal vor meiner Orchester gehen können, auch Führungskräfte, um das mal mitzubekommen, wie das so ist. Ich muss ja nicht handwerklich dirigieren können. Und wie es sich
auswirkt, wenn jetzt ein Instrument so klingt, wie er mit diesem Klang seinen Nachbarn, seine Nachbarin verändert, wie alles sich miteinander verflechtet und verwebt. Das, was du gesagt hast, wir sind nicht getrennt voneinander. Für mich mag Sport das Gleiche sein, aber kenne ich mich nicht so gut aus. Aber ein Orchester ist für mich ein geniales Beispiel. Wenn auf einmal das mitgenommen wird, der Einfluss von dieser Person, wie sich das verhält zum Nächsten, da merkt man eigentlich am Ohr und letztendlich für die Zuhörer an meinem ganzen Körper, wenn es wirklich intensiv musiziert wird, wie das Ganze sich miteinander ständig in Kommunikation ist. Die ganze Zeit. Und dann merkt man auch im Publikum, wie das die ganze Zeit in meinen Zellen anfängt zu vibrieren, wenn es nicht nur Musik so und so, sondern Musik in der Frequenz ist. Und dann schwingt auf einmal der ganze Raum, weil nicht nur die Musiker oder ich als Dirigent oder wir als Gemeinschaftserklingenden, sondern auch das Publikum auf einmal mitschwingt. Und es ist ein neuer Klang in diesem Raum, der nicht hörbar ist. Aber ein neuer Klang im Raum, der auf einmal sagt, das ist eine Ahnung von Einheit. Nicht Einheit, Gleichheit, von Einheit. Und jeder kann in seinem individuellen Raum bleiben. Das ist genial. Das ist spannend, was du beschreibst, weil genau klar, das passiert natürlich beim Konzert, ne, beim großen Konzert, wo dann Menschen auch, das überträgt sich ja auch, also die Musik, wenn du als Dirigent überträgst das natürlich erstmal auf die Musiker, wenn das Ganze in Harmonie schwingt und wirklich gut ist, dann überträgt sich das ja auch aufs Publikum und die alle kommen in einen anderen Zustand. Und das ist zum Schluss ist nur Schwingung. Es ist spannend, wie du es beschreibst. Ich habe so richtig jetzt das Bild, ich konnte es richtig verfolgen, so wie sich das Bild aufbaut und wie Menschen halt aufstehen zum Beispiel und dann Standing Ovation klatschen, weil sie so begeistert sind, weil sie mitgenommen werden auf diese Reise. Und alles fängt ja im Prinzip an. Also können wir in dem Fall sagen, wirklich beim Dirigenten, weil wenn der Dirigent das halt nicht schafft, dann wäre das Gesamtergebnis in dem gesamten Raum anders. Auf jeden Fall. Ja, und da bleibe ich dabei. Sei du der Dirigent deines Lebens. Das ist ein schöner Spruch. Eine schöne Vorstellung. Und vielleicht, um noch eins dazu zu stellen, was ich merke, wenn ich in der Organisationsentwicklung unterwegs bin und mit Unternehmen und Organisationen arbeite, die Menschen, also auch besonders die Führungskräfte, sie suchen danach. Und wir sind eben nicht mehr wie vor 100 Jahren, wo der Führungsstil war rechts, links, Mitte und mehr gibt es nicht, ja, und von oben nach unten, top down. Nein, es ist diese Suche danach auch, wie kann ich genau das, was in mir steckt, erst einmal ergründen, herausbringen, leben und auch in meiner Führung sichtbar machen. Also auch mit den Menschen zusammen. Und das ist ein ganz, 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 ganz dringendes Bedürfnis. Und dann entsteht genau das, was Stefan als Orchester beschrieben hat. Dann entsteht das in den Organisationen. Dieses Schwingen und dieser gemeinsame Klang. Und das ist, glaube ich, das, was uns in die Zukunft bringt und was dieses neue Zeitalter auch braucht. Ich glaube, ich würde so langsam zum Ende kommen. Ich glaube, wir können uns dann noch locker 2-3 Stunden hier über das Thema unterhalten. Aber ich würde so am Ende nochmal, also für alle Zuschauer, die jetzt irgendwie, für die Leute, die den Podcast anschauen bis hierher und in einem Veränderungsprozess stecken, der vielleicht auch herausfordernd ist. Andrea, was würdest du den Leuten mitgeben aus deiner Erfahrung, aus deiner Sicht? Ich glaube, das Wichtige ist für mich ein Teil dieser Erkenntnis, dass in uns selber neurobiologisch bestimmte Prozesse ablaufen, die einfach so sind und die wir auch annehmen können, die wir, wenn wir es mittlerweile, wenn wir da aufmerksam hinhören, auch steuern können. Den Mut zu haben, das, was ist, anzunehmen, aufzunehmen, anzupassen, zu integrieren und selber einen eigenen Entwicklungsschritt zu machen. Ich finde, für mich ist immer das Wichtigste, den Schritt weiterzugehen, etwas zu tun, in die Bewegung, in die Handlung zu kommen. Und das ist mir auch wichtig zu erwähnen, es braucht sehr oft auch einfach eine Begleitung, eine gute Begleitung. Es sind Prozesse, aktuell besonders,
die man fast manchmal gar nicht alleine schafft. Und das ist auch nicht schlimm. Aber es braucht auch eine gute Begleitung. Mit Begleitung meinst du auch Freunde, Familie oder professionell? Oder? Das können Freunde, Familie sein. Es kann aber auch einfach wirklich, also eine professionelle Begleitung, also Personen, die das auch können. Ja? Weil man muss nicht durch einen Veränderungsprozess oder Transformation 5 Jahre gehen. 5 Monate reichen auch aus. Und dafür brauche ich aber jemanden, der mir einfach zur Seite steht und der es exponentiell beschleunigen kann. Ja, absolut. Und wer Angst hat, dass es nach 5 Monaten schon rum ist, wir finden noch was in unserem Lebensgestaltung, dass noch mehrere Veränderungsprozesse im Leben noch da sind. Stefan, was würdest du den Zuschauern mitgeben, die sich mit dem Thema Veränderung beschäftigen oder vielleicht gerade auch Herausforderungen haben? Ich bin ja so ein Feldhörer oder ich habe mich zum Feldhörer gemacht. Ich kriege so gerade so ein bisschen mit, was die Zuhörer, in welche Situation sie gerade sind. Und da bleibt mir jetzt aktuell nur zu sagen, bleibt mutigen Herzens. Was ihr bei euch verändert, verändert ihr für unser aktuelles Zeitgeschehen. Seid euch dessen Macht, wir alle sollten uns dieser Macht bewusst sein. Gebt euch hin, seid tapfer, weint, wenn es zu weinen gibt, schreit, wenn es zu schreien gibt, habt mal eine Aggression, wenn es eine Aggression gibt. Aber wir brauchen mutige Herzen in unserer aktuellen Zeitgeschichte. Legt euch hin, wenn es euch scheiße geht. Macht dies, wenn es euch besser geht. Wem es gut geht, haltet die Energie. Wem es nicht gut geht, ihr habt eine Energie um euch herum, hoffentlich. Aber wem es gut geht, haltet die Energie. Fackelt diese Energie in diesen Kosmos hinein. Schön. Windmühlen antreiben. Ne? Ja. Schön. So, jetzt du, Joachim. Ja, du. Jetzt ich. Was rate ich den Menschen? Also erstmal würde ich wirklich jedem raten, keine Angst davor zu haben, vor der Veränderung. Vielleicht auch aktiv mal zu gucken, was ist die andere Seite der Medaille. Also was auch immer ich davon denke, von der jetzigen Situation, was ich für mich gelernt habe, jede Situation hat eine positive und eine negative Seite. Also wenn was geht, dann habe ich auch immer eine Möglichkeit, eine neue Möglichkeit, es kommt wieder was. Ja, und das wirklich zu umarmen, also die Veränderung zu umarmen und sich auch bewusst zu machen, dass es eine Illusion ist, dass sich Dinge nicht verändern. Also ich nutze es auch immer so, alles ist in Bewegung, selbst den Tisch, den ich jetzt als festes Holz greifen kann, das ist nur was meine Sinne mir geben. Also über meinen Tastsinn, über die Frequenzen, die ich sehen kann, denke ich, okay, das ist Holz, das fühlt sich so an. Die Realität ist, das sind Elektronen, Atome unterwegs. Es ist, ich glaube, 95% ist davon Raum, der ist gar nicht da, es ist einfach leer. Und das heißt, die Realität, die ich wahrnehme, ist einfach nicht die volle Realität. Und also mir hilft es tatsächlich, also genau dieses Konstrukt mir immer mal wieder bewusst zu machen, dass das, was ich wahrnehme, das, was ich gerade auch fühle, dass meine Emotionen, alles, was mich ausmacht, das ist okay, aber das ist halt nicht das gesamte Bild. Und damit komme ich auf eine andere Ebene und dann kann ich auch wieder so mein Nervensystem regulieren und dann geht es nach vorne. Also ich probiere auch immer, also die Veränderung, und ich glaube, das ist vielleicht auch eine Typsache, ich mochte es schon immer, ich war schon immer begeistert von Veränderung, weil mich macht es auch lebendig und ich glaube auch in den Veränderungen, wenn man mitgeht mit dem Leben, das Leben fließt ja, es fließt einfach dahin, immer. Und wenn ich dann mitfließe, dann fühle ich mich auch lebendig. Und ich fühle mich nicht mehr lebendig, wenn ich irgendwo festhalte und probiere, irgendwie so einen festen Bereich aufzubauen und Spannung erzeuge. Also einfach mitschwimmen, mitfließen lassen und auch, was du gesagt hast, im Zweifelsfall auch drüber sprechen, mit guten Menschen drüber sprechen, mit Freunden oder sich professionelle Hilfe holen. Also ich hole mir immer wieder, bevor ich mich lang quäle, weiß ich genau, ich habe vor kurzem einen Freund zu dir gesagt, ein
ein guter Therapeut hat noch bessere Therapeuten oder so in die Art. Ja, genau. Ja, Absolut. Und genauso ist es. Ich weiß einfach, wenn ich ein Muster habe, das ich selbst nicht lösen kann, hole ich mir Hilfe und dann gehen weiter nach vorne. Weil wir wissen, es tut nicht weh, sich Hilfe zu holen und wir wissen nur, es ist nur ein schneller Motor. Ja, ja. Ja, und wir leben auch in einer spannenden Zeit. Also wenn man das wirklich nutzt, das ist schon, was wir miterleben dürfen jetzt gerade. Wir können total gestalten. Das ist unglaublich. Und wir haben uns inkarniert für diese Zeit. Ja, das finde ich, muss man auch nochmal bedenken. Daher ist es umso wichtiger, finde ich, jetzt zu finden, was ist meine Aufgabe? Was ist mein Platz? Was ist jetzt meine Aufgabe in dieser Zeit? Was darf ich bewegen? Und, ich höre schon das Feld wieder, es kann auch nur die Aufgabe sein, da zu sein, damit meine Katze sich wohlfühlt. Im Ernst. Ja, Der Mensch denkt ja gleich sofort wieder, oh ja, ich würde jetzt auch sagen, echt nur das? Aber manchmal ist es nur das. Und zwar jetzt in dem Moment. Einfach nur, damit wir 3 offenen Herzen sind und alle, die zuhören, so einen kleinen Seelenspiegel haben, sagen, yes. Das sind die perfekten Abschlussworte für diesen Podcast. Ich danke von ganzem Herzen, dass ich die Zeit genommen habe. Von ganzem Herzen für dieses tolle Gespräch und ja. Danke dir auch. Dankeschön.